Einen wunderschönen guten Abend. Heute präsentieren wir Ihnen das neue Tagesangebot vom 1. und 2. Februar bei HSE, sowie all die weiteren Sets, die wir noch nicht gezeigt haben, die an diesen 2 Tagen bei HSE präsentiert werden. Und was Sie jetzt gleich schon sehen werden, fangen wir mal mit dem Tagesangebot an. Und zwar das Tagesangebot sind ja unendlich viele gelaserte Elemente plus Sprüche und auch noch mit Gold bedruckte Rahmen. Und das Ganze ist in mehreren Themen. Man kann natürlich alles mischen, aber es sind verschiedene Themen. Und das erste Thema, was Sie hier jetzt sehen, das haben wir halt Kinder genannt. Das ist alles, was mit Kindern zu tun hat, mit Geburt zu tun hat. Also von Kinderwagen über Mädchen, über Schaukelpferd etc. Also alles das zusammen. Kombiniert ist das hier, also diese Lasercuts, was Sie sehen, ist kombiniert mit dem Papierset. Also die Papiere, die 30-30 Papiere kommen extra. Und die gibt es dann auch, alle 4, sage ich jetzt mal, Themenbereiche sind in diesem einen Papierset abgedeckt, inklusive den Mittelpunkten, also diesen Abschnitten, die Sie von uns gewohnt sind. Zusätzlich gibt es dann noch der Epoxy-Sticker-Set. Und wenn Sie jetzt dieses Mädchen mit dem kleinen Katze in der Hand sehen, dann sehen Sie links unten über dem Spruch, wo steht ein Mädchen, da sehen Sie schon einen kleinen Epoxy-Sticker. Und zwar haben wir auch das Epoxy-Sticker-Set ist immer auf die verschiedenen Themen abgestimmt. Das heißt, wie bei den kleinen Mädchen sieht man dann jetzt diese Teddybären oder Blumen oder auch so kleine Kinder drauf. Und bei Hochzeit sieht man da natürlich Champagnerflasche. Also immer etwas, was passend ist zu diesen Themen. Und hier können Sie halt schauen, wie wunderschön man das zusammen kombinieren kann. Auch hier in diesen kleinen Shadowboxen, die werden Sie nachher noch ein bisschen mehr sehen. Die gelaserten Elemente, die sind teilweise richtig schön groß und ganz, ganz fantastisch ausgearbeitet, wie dieser Kinderwagen oder das Mädchen auf dem Schaukelpferd, sodass es wirklich reicht, wenn man diese Lasercuts einfach nur prägt und in so eine Shadowbox reinstellt. Das reicht eigentlich schon, dass das wunderbar aussieht. Hier haben wir jetzt auch mal das Papier auch um so eine Pappbox gemacht, weil natürlich kann man diese Papiere auch damit verwenden, dass es nochmal, sage ich jetzt mal, ein passendes Accessoire zu den Karten geben kann. Also alles kann man miteinander kombinieren. Jetzt gehen wir weiter. Wir haben jetzt das Thema Kinder gehabt und jetzt kommt ein wunderschönes Thema, was man natürlich auch mit allem kombinieren kann. Und zwar haben wir ganz viele Vögel, Schmetterlinge und Blumen in dem Set. Und hier sehen Sie auch jetzt mal die mit Goldprägungen verarbeiteten Rahmen, die ebenfalls im Angebot des Tages sind, mit den Sprüchen. Das passt natürlich fantastisch zusammen, weil die Sprüche auch mit Gold sind. Und hier sieht man diese ganzen Schmetterlinge und die Vögel dazu. Die Mittelpunkte sind natürlich und die Hintergründe sind wieder aus dem Papierset. Aber es ist halt alles fantastisch miteinander zu kombinieren. Und es ist natürlich kein Muss, es so zu machen, wie ich es jetzt hier gemacht habe, sondern man kann wirklich auch zum Beispiel die blauen Vögel, sieht man gleich, könnte man auch wunderbar kombinieren zu dem Papierset, was sehr ähnlich ist, dem Decoupage-Set. Oder auch hier nachher die Champagnerflaschen von der Hochzeit kann man, eigentlich passen sie auf alle diese anderen Papiere drauf. Das heißt, ich habe das jetzt ein bisschen so festgelegt, aber man kann das auch alles ganz, ganz anders kombinieren. Hier sieht man immer wieder die gelaserten Elemente, man sieht immer wieder auch die Epoxy-Sticker. Ich bin der Meinung, das ist wirklich bei den wahnsinnigen Material, was Sie da zur Verfügung hatten, finde ich, sollte man die Epoxy-Sticker noch dazu nehmen, weil es ist einfach, man kann so viel damit machen, es ist einfach ein Traum, weil da hat man wirklich also sage ich jetzt mal, fast wie 4 Papiersets und das Ganze dann für die Themen für das ganze Jahr. Hier oben sieht man es wieder in Kombination mit unseren Moldformen. Da haben wir jetzt wieder den Rahmen benutzt von den Moldformen und auch mal die auf der Rahmenform sind, diese Anhänger zwischen die Vögel und zwischen die Blumen gestaltet und auf der anderen Seite daneben mal die Schmetterlinge von Blumen einfach wegfliegen lassen. Weil es sind so viele Schmetterlinge auch in dem Set drin, dass man ruhig mal damit ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ein bisschen
üppiger mit umgehen kann. Also da kann man wirklich, die kann man wirklich mal ein bisschen mehr auf ein Layout gestalten. Hier sieht man einfach, was man alles damit machen kann. Da jetzt nochmal den Rahmen, dann haben wir, da oben waren so noch ein bisschen, unter den Epoxys war so ein Metallteil, so ein Metallornament. Die sind einfach nur angesprüht. Das heißt, die sind mit den Goldsprühfarben angesprüht und das ist ganz einfach und dann haben sie es direkt. Also ist gar kein Problem, haben sie einen tollen metallischen Hintergrund, wenn sie möchten. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema und zwar ist das Thema Hochzeit. Da haben wir auch tolle Hochzeitskutschen, da haben wir diese Geschenke, die übereinander sind, da haben wir die Tauben dabei, so Türen, so Kirchentüren, ganz tolle. Wobei wiederum diese Champagnerflaschen und die, sage ich jetzt mal, diese Geschenke, die übereinander sind, das ist ja nicht hochzeitsspezifisch. Das können Sie natürlich auch für eine Geburtstagskarte nehmen. Da sind kleine Blumensträuße dabei, da sind kleine Kuchen dabei. Das kann man wirklich auch alles für Geburtstag oder, sage ich jetzt mal, andere Festivitäten benutzen. Da ist man jetzt nicht gezwungen zu sagen, ich mache das jetzt nur für Hochzeit, sondern man kann das wirklich miteinander mischen. Und hier sehen Sie auch schön dieses fantastische Papierset, da sind wunderschöne Papiere. Ich zeige die Ihnen gleich ausführlich, ich zeige Ihnen auch gleich mal alle Lasercuts, wir haben die auf ein Board aufgesetzt, ausführlich, dass Sie mal sehen, was Sie da alles nach Hause bekommen. Bei den Papiersets sind auch wieder diese Mittelpunkte dabei, da sind auch ganz viel, wie man jetzt hier im Hintergrund sieht, hinter dieser Champagnerflasche und hinter den Tauben sehen Sie so lange, das sind also so lange Tags mit den Motiven vom Papier dabei, was man wunderbar als Hintergrund benutzen kann. Und wie man auch hier sieht, immer wieder die Epoxy-Sticker dazwischen, weil die das Ganze auch ein bisschen, sag ich jetzt mal, noch in eine andere Dimension bringen, dadurch, dass sie halt dieses Erhabene, diesen Glanz haben, diesen feinen goldenen Rahmen da drum. Das sieht einfach wunderschön aus. Oder hier diese Kombination, ganz viel habe ich das, wir haben so ein Spitzenband, habe ich das mit dem Spitzenband eingerahmt oder auch mit dem Spitzenband eine Schleife gemacht. Das Spitzenband für das Einrahmen habe ich das einfach in der Mitte durchgeschnitten, das zeige ich gleich, da muss man nur mal ein bisschen anschneiden, dann kann man das auch schon reißen, das ist ganz einfach und dann benutzt man halt auch immer die Hälfte des Bandes und es sieht halt toll aus. Und dann hier so eine Schleife dazu und hier zum Beispiel Verlobung, da kann man die Champagnerflasche, Geschenke, die Tauben, also sage ich jetzt mal die Liebestauben, alles kann man miteinander kombinieren. Das ist also wirklich sehr, sehr üppig, was da nach Hause kommt. Und jetzt kommen wir zu dem mehr oder weniger letzten Thema. Das können Sie kombinieren eigentlich mit allem, was Sie möchten, weil das ist jetzt, sage ich jetzt mal, frei. Da haben wir jetzt Hunde und Katzen und Sessel und Rosen und alles ein bisschen anders. Das ist jetzt das Papier, was wir auch als Decoupage-Papier haben. Da sind viele dieser Motive, sieht man jetzt hier und das ist die Kombination dazu. Da gibt es dann so Kaffeegeschirr, also wie Einladung zum Kaffee. Da gibt es halt immer diese Jack Russell Terrier oder diese wunderbaren Katzen, die dann entweder einzeln oder zu mehreren auf üppigen Sesseln sitzen. Und hier habe ich jetzt auch mal wieder kombiniert, dass ich zum Beispiel auf das Papier direkt nochmal mit einer Schablone gearbeitet habe und Modellierpaste und auf diesen Sesseln bin ich dann auch wieder mit unserem Konturliner in Gold drüber gegangen, um auch das nochmal ein bisschen erhabener zu haben. Und vielleicht können Sie das noch erkennen, unten, das sind diese Ausstechen von Harty, von unseren Ostereier, Moldformen, dass man das wie Tropfen nochmal da drunter hängt, ein bisschen in Perlmuttblau angemalt. Also einfach zu sehen, dass man alles mehr oder weniger miteinander kombinieren kann. Oben haben wir jetzt diese Shadowboxen und die finde ich ganz, ganz toll, weil das ist etwas ganz Einfaches, aber das hat eine so tolle Wirkung und ich finde das auch ein ganz, ganz tolles Geschenk. Das heißt, da ist wirklich nur ein Sessel mit dem Jack Russell oder mit den Katzen drauf, unten ein Spruch, alles ein bisschen erhaben, das heißt alles mit ein bisschen Abstand aufgeklebt und es sieht einfach nur toll aus. Dann auch mal so eine Idee, wir haben ja unsere neuen Eierständer bekommen und die habe ich hier ein bisschen mal abgewandelt
Und zwar wollte ich diese Tags ein bisschen erhöhen und ich habe einfach nichts gefunden. Und dann denke ich, ach, warum denn nicht die Eierständer nehmen? Weil die haben ja diese Blätter. Und weil die diese 5 Blätter haben, kann man ganz einfach diese Tags zwischen diese Blätter stellen und kann die dann ganz toll aufstellen. Es sieht süß aus. Hier hat man zum Beispiel hinter dem Epoxy-Sticker so ein Metallornament. Die haben wir, glaube ich, in Silber. Oder bieten wir in Silber an und ich habe die auch einfach Gold angesprüht. Sie können die aber auch einfach mit Pigmentfix machen, also Sie müssen sie nicht ansprühen, sondern mit Pigmentfix und dem Metallpigment Gold anmalen. Dann haben Sie auch sofort Gold, wenn Sie Gold haben wollen. Rechts diesen Kronleuchter, da konnte man jetzt wunderbar sehen, da ist mit dem Konturliner gearbeitet worden auch. Also das konnte man das sehen, wie diese Wirkung ist. Und ja, jetzt einfach mal oben, vielleicht kann man noch mal oben über diese Sessel lang fahren, die 2 einzelnen, weil da kann man dann auch irgendwann mal einen Schmetterling oben draufsetzen und da ist auch wieder mit dem Konturliner gearbeitet worden. Die Sessel, oben rechts die Shadowboxen mit den Sesseln, wo einfach so steht und alles Gute, wenn einfach mal nah, einfach diese Wirkung, genau. Bleibt mal so nah. Jetzt können Sie das unheimlich schön sehen. Das ist wirklich gar nicht viel. Das ist von dem Papier in die Shadowbox rein. Dann die beiden Sessel sind etwas geprägt. Dann sind die mit Abstand reingeklebt. Da ist oben auch geprägt der Schmetterling. Und unten diese Schriftzüge sind ebenfalls nur mit so einer kleinen Spule mit Abstand da drauf. Aber das ist doch so schön. Also das ist doch wirklich so süß. Und da kann man wirklich ganz, ganz einfache, wunderschöne Dekorationsstücke oder auch Geschenke machen. Jetzt gehen wir hoch zum Glückspilz. Jetzt haben wir Hunde gehabt, da oben kommen jetzt nochmal die Katzen. Da auch einfach so diese Katzen nebeneinander das sind unsere kleinen 15-15 Shadowboxen. Die sind ja schon weiß, da musstest du noch nicht mal was machen. Das heißt, du musst gerade mal dieses Papier einkleben und dann mit Abstand die geprägten, sage ich jetzt mal, Mittelpunkte noch ein bisschen mit dem Konturliner verzieren, damit sie halt noch ein bisschen erhabener kommen und dann immer überlegen, was man demjenigen, dem man das schenken will, gerne dazu schreiben möchte. So, jetzt haben Sie unsere gebastelten Beispiele für das Tagesangebot, Papierset und Epoxy-Sticker gesehen und jetzt kommen wir zu den Wassertransfers. Beim letzten Mal habe ich Ihnen ja schon gezeigt, also mal in Schnellformat, wie das mit den Wassertransfers geht. Heute werde ich das jetzt noch mal ausführlich zeigen, wie das mit den Wassertransfers geht und werde Ihnen auch ein paar Tipps dazu geben. So ein bisschen was muss man da beachten oder muss man da wissen, damit man also kein, sag ich jetzt mal, nicht mal so etwas Verschmiertes bekommt, sondern dass es halt 100%ig funktioniert. Und das werde ich Ihnen heute dann alles mal genau zeigen. Ich hätte eine Frage zu Blumen. Kommen wieder neue Papierblumen? Ja, es kommen, wenn ich das richtig im Kopf habe, kommen nächste Woche Donnerstag kommen die bei uns an. Ich glaube, diese Woche Donnerstag. Diese Woche, noch besser. Sie sind im Zoll. Sie sind im Zoll. Genau, sie hängen im Zoll, die sind also schon da. Da kommen jede Menge neue Blumen. Auch alle Farbvarianten kommen, auch tolle blaue Töne. Also alles, was wir jetzt brauchen, kommt dann. Das wird also bald, auch wenn wir in der Zeit bei HSE sein sollten, sobald die da sind, werden die freigeschaltet. Dann sind sie bei uns im Shop zu bekommen. So, jetzt gehen wir weiter und da sehen wir die Wassertransfers. Und hier sehen Sie, dass wir diese Wassertransfers erstmal einfach auf cremeweiße Dosen gestaltet haben oder da auf so eine Blechdose und da auf Glas, auf kleine Glasteile. Wobei bei Glas muss ich gleich noch etwas dazu sagen, weil letztes Mal ist mir das ja nicht gelungen. Und vorher hatte ich das ja schon gemacht und es ist mir gelungen. Und da gibt es also kein wirkliches Patentrezept. Mal funktioniert es und mal funktioniert es nicht. Es hat also nichts mit Sauberkeit oder so zu tun bei Glas, sondern es hat irgendwas mit der Oberfläche vom Glas zu tun. Und da steckt man einfach nicht drin, man weiß es einfach nicht. Und deswegen haben wir da jetzt was ausprobiert und wo es dann immer 100%ig funktioniert, das werden wir Ihnen dann auch gleich zeigen und sagen. So, das ist Keramik.
sind unsere Keramikvasen und da ist das vollkommen egal, da geht das rucki-zucki ganz schnell, werde ich Ihnen nachher auch mal zeigen. Und hier sehen Sie natürlich, ich finde es sensationell, dass man diesen Keramik-Hintergrund hat, dass das einfach da drauf ist und dass man nichts sieht und man sieht jetzt hier diesen tollen Goldeffekt, also dieses Gold, was in diesen Motiven drauf ist und man kann, egal wie, auch hier sind diese kleinen, ich tue es immer ein bisschen zur Seite, damit man das ein bisschen mehr sieht, das ist Gold als vorne, also es ist schon sehr, sehr professionell und wenn das so drauf ist, benötigt das überhaupt kein Lack, gar nichts. Und da muss man auch bitte keinen Sprühlack benutzen, weil wir haben das schon mal gemacht und dann krakeliert es sofort, also gar keinen Sprühlack benutzen. Wenn Sie, könntest du bitte noch einmal zu der Dose gehen, ist das machbar? Zurück auf die Dose und dann die Dose ganz nah, und zwar den Vogel mal ganz nah. Ja, es ist genau diese Dose hier, genau diese Dose und das ganz nah. So, und hier kann man auch direkt was sehen, wo ich auch nicht wusste, woher das kommt. Und zwar ist diese Dose ja gestaltet schon mit Farbe und da hat dieser Sticker, wenn man jetzt hier mal da drauf guckt, hat dieser Sticker mit dieser Farbe reagiert und dann ist er ganz, ganz fein krakeliert. Also das ist auch zu bedenken, wenn man jetzt einen Lack oben drauf hat und hier ist ein Lack drauf. Ich weiß jetzt aber leider nicht mehr, weil es so lange her ist, dass ich die gestaltet habe, welchen Lack ich da drauf gemacht habe. Das bedeutet, dann können diese Sticker reagieren und dann bekommt man diesen antiken Krakellack, der mir persönlich natürlich super gefällt, aber ich habe noch nicht herausgefunden, was ich genau darunter machen muss, damit ich das bekomme. Ich werde es mal ein bisschen austesten, dass man das vielleicht dann auch wirklich sagen kann. Wenn Sie die und die Unterlage haben, haben Sie automatisch, weil das ist ein so fantastisch, wirklich, kannst du mal noch näher da drauf gehen, so fantastisch, so, der sieht wirklich richtig alt aus, so ein ganz, ganz feiner Krakel. Wenn man das machen wollte, dann würde man das im Leben nicht hinkriegen. Gell? Und jetzt ist das einfach gekommen und ich finde das ganz toll. Ich muss das also unbedingt mal ausprobieren, welcher Lack es ist, womit das reagiert. Also nur jetzt mal so, wenn Sie es ganz normal auf Farbe machen, ohne irgendeinen Lack, das haben wir ja hier gemacht, da ist es vollkommen egal, oder auf irgendwelchen Oberflächen wie Glas oder Keramik oder hier gleich kommt auch Metall, da passiert nichts, aber mit manchen Lacken reagieren diese Sticker und da muss man halt noch rausfinden, welche Lacke das sind. So, jetzt haben wir das in Weiß gesehen und jetzt kommt noch ein Tisch, da zeige ich das alles mit Verbindung mit unserem Perlmuttfarben-Set. Letztes Mal haben wir ja die Perlmuttfarben in Blau gezeigt, wo die mit dem Blau-Perlmutt direkt oben drauf waren. Und dieses Set ist ja eine Kombination. Dazu gibt es ja dann noch dieses Alt-Rosé und dabei, bei diesem Alt-Rosé, ist ja dann noch das, wie soll ich jetzt sagen, das Perlmutt-Rosé. So, jetzt haben wir eine ganz, ganz schlechte Farbe. Also das ist weit weg von dem, wie es wirklich aussieht. Jetzt haben wir nämlich gerade so einen wahnsinnigen Blaustich hier drin. Ich kann aber auch nicht sagen, woran das liegt. Das wird jetzt mal schnell wieder weggeschaltet, in der Hoffnung, dass wir da etwas ändern können. Jetzt sind wir wieder zu mir gestaltet. Das ist ein bisschen, dann, ja, Sam, vielleicht genau. Wenn du weiter weg gehst, ist es gut. Dann musst du es ein bisschen von weiter weg zeigen. Das ist, wenn du näher dran gehst. So, genau, jetzt haben wir die richtige Farbe. Jetzt müssen wir ein bisschen darauf achten, wenn du jetzt näher gehst, dass es nicht zu blau wird. Aber ein bisschen näher musst du doch können, oder? Jetzt sieht man die richtige Farbe. Das ist also die Farbe, aber eben hatten wir so einen furchtbaren Blaustich. Diese Kameras, die schalten ja selber so eine Belichtung ein oder aus. Da kann man schlecht was machen, aber so funktioniert das jetzt. Jetzt haben wir die richtige Farbe. Und hier sehen Sie, dass ich also erstmal in dieser Roséfarbe angestrichen habe, dann mit Kreppbändern abgeklebt und dann einfach nur mit dem Rosé Perlmutt oben drüber und teilweise mit dem Gold, also Pigmentfix und Goldpigment oben drüber, haben wir dann diese Streifen gemacht. Und auch da sind wir dann wieder mit den Watertransfers drüber. Das heißt, auch das ist auch toll, dass man dann mit den Watertransfers über diese Streifen gehen kann und auf den Deckeln. Hier sind zum Beispiel Metallteller. Alles überhaupt kein Problem, gehen Sie so drauf. Hier sehen Sie auch nochmal eine Glasvase.
Dann kommt dieser tolle Glasteller, der wirklich wunderschön ist. Da ist es jetzt von hinten, weil diese Transfers ja komplett identisch aussehen, egal von welcher Seite, ob Sie die von vorne oder von hinten aufkleben. Sie sehen, Sie haben immer das gleiche Motiv, es ist nur halt dann spiegelverkehrt. So, und da sehen Sie es von hinten aufgeklebt und da ist dann auch mit Farbe gearbeitet worden und wir haben halt immer ein bisschen noch mit Anlegemilch und mit Blattgold gearbeitet. Man kann aber auch das mit Pigmentfix machen, also man muss jetzt nicht dieses kleine bisschen, was ich immer am Rand gemacht habe, müssen Sie nicht unbedingt Blattgold oder diese Folie nehmen, könnte man auch mit Pigmentfix machen, weil es sind ja keine großen Flächen, sondern kleine Flächen und da sieht das halt immer fantastisch aus. Eine Frage, ja? Auf welchen Oberflächen kann man die Wassertransfers aufbringen? Also theoretisch kann man sie aufbringen auf alles Angemalte, sagen wir jetzt mal, also ob ich Pappe angemalt habe oder Holz angemalt habe, also alles, was mit normaler Kreidefarbe oder Acryl oder Ölfarbe angemalt ist, können Sie es aufbringen. Zusätzlich können Sie es auf reinem Holz aufbringen, also wenn das relativ jetzt nicht zu rau ist, also direkt auf Holz können Sie es aufbringen. Sie können es direkt auf Keramik aufbringen, was wir gemacht haben. Sie können es ja eigentlich fast auf alles, auf Plastik sowieso können Sie es aufbringen, da ist es auch relativ einfach. Das ist Metall eben gewesen, auf Metall können Sie es aufbringen. Man sieht es ja, ich habe es ja ganz viel gemacht, es ist sehr gut auch auf Glas aufzubringen, nur nicht so, wie wir es normal machen. Also normalerweise machen wir es ja feucht, kleben es auf, schieben die Folie weg und dann war es das. Und das funktioniert beim Glas nicht, weil das beim Glas nicht so einfach von der Rückseite hält. Und da haben wir dann einfach das draufgetan, haben das richtig trocknen lassen. Und danach sind wir wieder mit Wasser drüber, haben es abgezogen und dann hielt das. Also da ist das nicht so, dass man das sagen drauf und wegschieben und Feierabend, sondern da muss man es länger trocknen lassen. Aber wenn man das macht, dann hat man den gleichen super Effekt bei Glas auch. Wir sind im Moment am entwickeln. Wir hoffen, dass wir also im Mai gibt es nochmal neue Transfers von uns mit noch anderen Varianten, dass wir bis da sehen Sie Kerzen, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen, Kerzen gehen natürlich auch ganz, ganz einfach, also Kerzen sind wirklich absolut easy, die da drauf zu tun, die natürlich toll sind dann mit dem Gold. Und dann sehen Sie daneben wieder hinter Glas, aber wir entwickeln gerade, versuchen etwas zu finden, dass wir das auf Glas auch so machen können, dass das direkt abziehbar sind. Eine Frage? Ja. Kann man die Wassertransfers auch krakelieren? Also wenn Sie sie krakeliert haben wollen, dann reicht es theoretisch, wenn Sie zum Beispiel, was wir mal gemacht haben, wir haben einen klaren Sprühlack drüber gesprüht und sie waren sofort krakeliert. Also dann reicht es theoretisch sag ich jetzt mal, einen etwas schärferen Lack drüber zu benutzen. Dann krakelieren die automatisch. Aber wenn man keinen Lack drüber machen möchte, kann man auch bestimmte Dinge unten drunter tun und dann tun die auch krakelieren. Aber das muss ich noch genau ausprobieren, das weiß ich noch nicht, was man genau da nehmen kann und wie verschieden die Risse dann aussehen. Wir können gleich mal, Sam, hast du das Beispiel noch mit dem Sprühlack? Haben wir das weggeworfen? Weil es gibt wenn man das mit dem Sprühlack macht, das heißt, wenn man Sprühlack oben drüber macht, dann krakeliert das recht stark. Also sind keine feinen Krakelle, sondern richtig dicke Risse. Und das war mir persönlich zu stark. Ich glaube aber, wenn man eine bestimmte Lacke unten drunter tut und es dann drauf tut, womit es reagiert, dann bekommt man diese feinen, edlen Risse hin, wie wir hier eben auf dieser Dose gesehen haben. Ja, das sieht natürlich toll aus, gell? Hier sieht man das nochmal wunderschön mit dem Gold. Und hier ist also auch ganz normal gearbeitet worden. Das heißt, die Watertransfers von hinten auf das Glas trocknen lassen und dann einfach mit Farbe, mit normalen, unseren Chalky-Farben von hinten gearbeitet. Und den Rand haben wir vorher mit Anlegemilch gemacht und dem Goldfolie. Da sieht man aber jetzt wunderbar jeden Pinselstrich. Das bedeutet, wenn man das machen möchte, so auf diese Art kann man es auch wirklich mit Pigmentfix machen. Muss man das jetzt nicht so in dieser Richtung machen. Sonst sind diese Dosen halt alle jetzt mal in creme-weiß gestaltet.
Natürlich können die auch in anderen Farben sein, aber ich fand jetzt dieses Weiße für das Maritim einfach unheimlich edel und schön. So, eine Frage, ja? Könnte man mit Lasur die Risse hervorheben? Moment. Jetzt, wenn man, sie meint jetzt mit der Lasur hinterher draufgehen und dann schauen, ob die dann dunkel werden, also dass das in den Rissen, muss ich testen, kann ich noch nicht so viel zu sagen. Also ich muss dazu sagen, dass ich nur 2 kleine Muster bekommen habe, wo ich jetzt diese hier, sage ich jetzt mal, die Sie jetzt sehen, wo ich die verarbeitet habe, habe ich also nur Muster gehabt, dann habe ich, wo die Ware gekommen ist, habe ich jetzt gearbeitet und ich muss mich da noch ein bisschen einarbeiten, um Ihnen genau sagen zu können, das funktioniert so oder so oder so. Ich kann Ihnen jetzt sagen, wie es einfach funktioniert, aber ich kann Ihnen jetzt im Moment noch nicht sagen, mit welchen der Lacke oder der Medien, die wir haben, die oben drauf kommen, es reagiert oder nicht reagiert. Also das, weil wir ja so eine Unmenge von neuen Dingen auch haben, das muss ich alles erstmal ausprobieren. Also das werde ich Ihnen dann, oder vielleicht kann man, wer selber ein bisschen rumtestet, kann das mir dann später dann vielleicht auch sagen. Jetzt habe ich es bis jetzt so gemacht, dass ich sie entweder hinter Glas verarbeitet habe oder halt komplett einfach oben drauf und habe aber dann keinen Lack mehr drauf gemacht, sondern habe sie einfach oben drauf gelassen, weil die kann man ja wirklich, die kann man ja abwaschen, da passiert nichts, die gehen nicht ab, die sind richtig fest. Selbst bei dem Glas, da kann man wirklich Wasser drüber laufen lassen und die abwaschen, da passiert nichts, also die sind fest. Die kann man, wenn man sie runter haben will, muss man sie jetzt wirklich mit ein bisschen Gewalt abkratzen. Also die sind also schon richtig, sage ich jetzt mal, permanent. Eine Frage? Ja? Die Farbe beim Schiff, sind das unsere neuen Farben? Die Farbe beim Schiff. Beim Glasteller? Dieses Cremeweiß mit dem Blau, ja. Das ist das Blau, nee, das sind keine Perlmuttfarben. Das ist ein normales, Sam, Boris, du gehst jetzt gerade bis voll... Das ist, hinter dem Teller ist auch einfach cremeweiß und das Blau, was da mit drin ist, minimal gemischt, das ist das Blau, was wir in den Weihnachtsfarben hatten. Also deswegen, das ist das gemischt. So, jetzt bin ich zu sehen, kein Teller mehr, dann gehen wir wieder zurück zu der, ja genau. Das ist nur weiß mit Blau, das ist nichts anderes. Das ist nur weiß und so ein Touch minimal, ich glaube, da war im Schwämmchen noch ein bisschen Blau dran. Und das Ganze vermischt. Was ich mache, wenn ich das auftrage, um so eine Struktur zu gehen, vielleicht kannst du noch mal auf diese üppigeren Teller gehen. Ist das machbar? Ich bin gemein. Die etwas üppiger angemalten Teller. Ja, genau, ja, ganz genau. Nimm den einfach, kannst du mir auch geben, ja, genau. Ja. Und zwar, das ist relativ einfach. Ich habe jetzt von hier, oh nee, hier kann man es nicht erkennen. Also ich habe weiß und blau, nee, ich möchte einfach, das ist eine ganz simple Technik. Ich habe weiß und blau mit so einem Schwämmchen aufgetragen. Und dann sieht man ja eigentlich, wenn man das macht, sieht man immer diese Schwämmchen-Getupfe. Und damit man das nicht sieht, nehme ich einfach so ein Zeberwischen weg, falte das und also, wie sagt man da, Crunch, falte das so ein bisschen, ja, nee, eben nicht Crunch, wie sagt man dazu? Knitter das zusammen und dann gehe ich einfach von der Rückseite so über den Teller und dann bekomme ich sage ich jetzt mal, diesen wilden Effekt, der hier ist. Dann hat man zwar auch ein paar Stellen, die dann wieder durchsichtig sind, da ich aber grundsätzlich ja zum Schluss einmal mit dem Weiß drüber gehe, ist das dann egal, das wird dann mit dem Weiß ausgefüllt. Und so hat man dann halt, sage ich jetzt mal, einen etwas wilderen Hintergrund, ohne dass man jetzt diese Schwamm- oder die Pinselstriche sieht. Weil bei Glas ist das sehr schwer, da hat man ganz oft so Pinselstriche oder so Schwammspuren, dass man das genauso sieht. Ja, jetzt haben wir noch etwas reinbekommen, das möchte ich Ihnen zeigen, weil die ach so goldig sind. Sie kennen ja diese kleinen Zwerge, die hatten wir ja schon mal in groß und jetzt sind die endlich in klein gekommen und die sind wirklich klein. Sam, wie groß sind die? 10 Zentimeter? Ich meine so 10.
Ich meine so 10 cm. Die sind so goldig. So, und deswegen habe ich gesagt, jetzt zeige ich die noch, jetzt zeigen wir die nochmal. Das sind also die gleichen, die wir da in groß hatten. Meine ich zumindest, dass es die gleichen sind, aber auf jeden Fall in klein. Da haben wir diese süßen Kerzenständer noch dazu und die Kerzen. Also auch was ganz, ganz Süßes, wer Lust hat auf gleich neue Mitbewohner zu Hause. Gell? Sabine möchte was möchtest du? Was sind das für tolle Hasen im Hintergrund? Ja, diese tollen Hasen im Hintergrund werden wir heute verlosen. Es gibt also genau, ich gehe jetzt mal hier zur Seite, es gibt genau nur diese 4 großen Stück, mehr haben wir nicht bekommen. Das heißt, jeder wird einzeln verlost. Es gibt 2 Herren und 2 Damen, die wir verlosen. Das ist also 4-mal jeweils einen von diesen tollen Hasen. Können Sie die Ohren, da ist Draht hin, die können Sie dann gestalten, wie Sie wollen. Die sind wirklich zuckersüß und vom Allerfeinsten verarbeitet. Also die gibt es heute Abend. Und alle sind traurig, weil alle wollten sie schon vorher kaufen. Aber wir haben nur die 4 und die werden verlost. So, jetzt tun wir das mal weg und wir fangen jetzt mal mit dem Angebot des Tages an. Ich glaube, dass ich die gelaserten Elemente nicht mehr zeigen muss. Die haben wir ja schon mal gezeigt, das heißt, wir haben sie hier schon mal rausgeholt und ich zeige sie Ihnen jetzt nur noch auf dem Board. Wir haben sie jetzt also aufgezogen, sodass Sie die mal wirklich sehen können, was Sie bekommen. Und das ist jede Menge. Fangen wir mal an. Da sehen Sie diese ganzen Blumen, diese ganzen Schmetterlinge, die Sie hier sehen. Sam, du kannst jetzt nicht so lange machen, denn wir müssen irgendwann auch basteln. Also wir müssen ein bisschen schneller darüber gehen. Jetzt haben wir alles, was ich jetzt hintereinander zeige, ist alles ein Set. Also das sind jetzt nicht verschiedene Sets, sondern es ist alles ein Set. Das ist alles unser Tagesangebot. Es kommt alles zusammen zu Ihnen nach Hause. So, jetzt haben Sie das noch. Da haben Sie jetzt die Sessel, die Hunde, die Kronleuchter, die Kinder, die Kinderwagen, die es gibt. Dann haben wir noch Dann haben wir noch hier oben Teeservice, Champagner, Kirchentüren, Schleifen, ohne Ende hier unten die Hochzeitstorten, ja auch hier die Champagnerflaschen, Tauben, Schleifen etc. Und dann gibt es, weil wir müssen wirklich etwas schneller, sonst werden wir nicht fertig, dann gibt es noch die Rahmen und ohne Ende diese Sprüche. So, jetzt muss man näher dran, dass man so ein bisschen auch sieht, was es für alles für Sprüche gibt. Also da gibt es auch ganz viel, zum Beispiel wie Leckereien oder Seelentröster, Trostpflaster, Lieblingsmensch, alles Gute, wo man auch zum Beispiel nicht nur unbedingt auf eine Karte tun kann, sondern wenn man mit den Schrumpfbanderolen arbeitet und etwas reintut, dass man da jetzt etwas verschenken kann. Glückspilz, gute Besserung, viel Erfolg, beste Wünsche etc. 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 Insgesamt, Herr Geneiting, sind das, jetzt musst du mir helfen. 400, ich weiß es nicht. Ich stehe auf den einen Ding. Auf einen. Du hast hier alles. Ich habe die alle, ich fange aber nicht an zu. Ich meine, es steht auf dem Rücken von dem. Auf dem Rücken von? Von der Verpackung. Von der Verpackung. Ich habe keine Verpackung hier, Schatzi. Das ist alles. Die Eike kann das reinschreiben vielleicht. Genau, Eike, du bist gefragt. Ich meine 220 gelaserte Teile und keine Ahnung, wie viel jetzt diese Rahmen und die Sprüche sind. Also, das ist jetzt mal das Angebot des Tages. Das wird, soweit ich informiert bin, knapp unter 30 € kosten. Ist das richtig? Knapp unter 30 € kosten. Wir haben 3 Stunden. Am ersten haben wir um 21 Uhr den Kickoff. Dann am nächsten Tag, am 2. haben wir um 9 Uhr morgens und abends um 20 Uhr. So. Das ist das Angebot des Tages und ich kann direkt sagen, wir haben zwar viel, aber wir haben es sind 220 gelaserte Elemente. Ja, und weiter? Circa 118 Rahmen und Sprüche. Okay, dann sind das 338 Teile. So, das ist das ADT. Dann gibt es als nächstes das Papierset. So, und das öffne ich jetzt hier und zeige das Papierset mal ausführlich. Das Papierset ist jetzt passend zu dem ADT, kommt aber extra, ist also nicht in einem Set.
So, das wäre ein bisschen viel, weil dann wäre es einfach zu teuer geworden. So. Und hier sehen Sie jetzt, dass wir das alles miteinander halt so haben, dass es zusammenpasst. Fangen wir mal an. Natürlich kann man das immer auch anders kombinieren. Das ist hier unten wie immer natürlich Schmetterlinge etc. Einmal, jedes Papier kommt zweimal. Insgesamt sind hier 24 Papiere und 24 Abschnitte, 12 unterschiedliche Designs. Also hier kriegen Sie es nicht dreimal, sondern zweimal. Das heißt, das ist eine Seite. Hier auf der Rückseite haben Sie dann diese Einzelmotive für Shadowboxen oder Karten. Dann haben wir dieses Papier und dann die Rückseite. Das ist so eines meiner Lieblingsmotive, auch wenn man jetzt zum Beispiel so Journaling-Boxen macht, dass man das wirklich so der Länge nach drauf tut und dann, oder man solche schönen Karten, dass man das so mal gestaltet. Und dann bei diesem Thema wäre das jetzt, drehen wir nochmal um, wäre das jetzt das letzte Papier, also 3 Designs, jeweils zweimal in diesem Thema. Hier sieht man es auch, Blumen, jetzt die passenden, wenn man jetzt hier schaut, hier sind dann die passenden Vögel, gibt es als gelaserte Elemente. Also das ist alles, dieses oder hier auch, wenn man hier mal immer, ich nehme sie mal eben so in der Hand, das passt also alles vom Allerfeinsten zusammen. So, als nächstes hätten wir dann Hochzeit und da gibt es dieses Papier, das ist die Rückseite. Unheimlich schöne, meiner Meinung nach absolut zeitlose Papiere, wo man alles Mögliche mitmachen kann. Das heißt auch wirklich nur Parts von, also Stücke von benutzen. Also wirklich wunderschön. Dann ist das zweite, da sind die dann wieder in klein drauf und auf der Rückseite nochmal so ein wunderschönes, ich sage immer, die fliegen so ein bisschen schwebende Rosenmotive. Gell? Und dann das letzte im Thema, sage ich jetzt mal, Hochzeit mit der Kirche drauf und auf der Rückseite nochmal so schwebende Rosen. Das nächste Thema sind die hier, das wäre dann das Thema, sage ich jetzt, Baby oder Kinder. Und da gibt es natürlich immer noch dieses Rosarot für Mädchen, Hellblau für Jungs. Und dementsprechend haben wir das auch gemacht. Das heißt, wir haben jetzt die Vorderseite Rosarot, die Rückseite haben wir Hellblau. Aber auch hier ist es überhaupt kein Zwang, diese wunderschönen Papiere mit den Rosen jetzt nur für diese Kinder zu nehmen. Also das ist wirklich etwas, wo man jede Geburtstagskarte und alles Mögliche noch mitmachen kann. So, das nächste Motiv ist dieses hier. Und auch da wieder die Rückseite. Auch wieder die tollen Rosen in Blau dann. Und als letztes haben wir dann die kleinen Motive. Und dann die Rückseite mit den blauen Motiven. Gell? Das haben wir Rosarot und Blau. Und als letztes Papier kommt dann jetzt das, was passend ist zu unserem Decoupage-Set. Da haben wir diese wunderschönen Hintergrundmotive. Und wenn wir nach vorne drehen, haben wir dann die einzelnen Motive für die Karten. Und dann ist das nächste, sage ich jetzt mal, fortlaufende Hintergrundmotiv auf der Rückseite. Auch das ist auch so, wie soll ich sagen, wenn man jetzt hier nimmt zum Beispiel, da passen zum Beispiel die Vögel auch fantastisch zu. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt gezwungen ist und sagt, ja dieses Papier, das muss ich aber jetzt mit den Hunden und den Katzen basteln. Nein, das können Sie genauso mit den blauen Blumen und den Vögeln basteln, die hier drin sind. Oder auch, sage ich jetzt, Geburtstagskarte mit Champagner machen. Das passt alles dazu. Wir haben ja diese blaue Champagnerflasche. Also da kann man ganz, ganz tolle Karten machen, die jetzt ein bisschen abweichen. Also da ist keiner gezwungen. Das kann man alles miteinander verbinden und alles miteinander benutzen. Und hier haben wir dann das letzte Papier. Und da ist mit dem Kronleuchter und hier diese Rückseite, dann auch mit den verschiedenen, nochmal dieses Langmotiv, was man wirklich auf länglich, wenn man so Journaling-Books macht, was man auf die Vorderseite tun kann, was man natürlich auch für schöne Karten benutzen kann, mit diesen tollen Kronleuchter, die wir ja auch als gelaserte Elemente haben. So, das wären die Papiere, 24 Stück. Und jetzt gehen wir noch gerade mal rasch zu den Tags über.
Muss ich gucken, wo ich die hin tue. Die tue ich jetzt mal gerade hier hin. Zu den Tags, da haben sie dann nämlich auch. So, die sind jetzt etwas durcheinander. Mal gucken, oder? Mal schauen. Eigentlich dürften die nicht durcheinander sein. Nein, 1, 2, 3, 4, 5. Fangen wir mal an. Das ist jetzt, sage ich jetzt mal, eher dieses Blauthema wieder. Da haben wir dann diese tollen Rahmen. Auf der anderen Seite haben wir dann die Sessel oder beziehungsweise Sessel mit Katzen. Dann haben wir hier diese leeren Sessel und auf dieser Seite haben wir dann leere plus Katze so ungefähr. Und hier haben wir dann den Hund und ebenfalls Hund plus leer. So. Dann als nächstes sind es die Kinder. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, die Kinder. So, da haben wir dann, ob Junge oder Mädchen, ich glaube, das ist hier vollkommen egal, das kann man machen, wie man will. Oder hier auch mit dem Schaukelpferd, also die finde ich total süß, so ein bisschen so nostalgisch, die kann man ganz toll in so alte Rahmen reinsetzen und dann ein bisschen nostalgisch gestalten. Oder dann hier so wirklich Baby mit Teddybär im Arm. Haare. Hä? Und mit Haare da oben. Wuschelhaar, das könntest du gewesen sein. Wahnsinn. Oder hier Teddybär. Ja, meine Schwester, die ist mit so viel Haaren auf die Welt gekommen, ich nicht. Meine Schwester, meine Mutter hat immer gesagt, die hatte büschelweise dunkelbraune Haare. So, dann kommt das Thema Hochzeit. So. Und da sind diese Wunder, also ich liebe diese Tags oder Hintergründe, egal wie man das sagen will, finde ich wunderschön, weil die kann man immer als Hintergrund nehmen für etwas. Dann, Entschuldigung, so rum, dann kommen hier nochmal die Tauben bzw. die Hochzeitskutschen. Dann hier ist alles falsch rum. So, dann haben wir die Hochzeitstorte als Mittelpunkt. Hier ebenfalls wieder verschiedene Hochzeitstorten oder unten halt nur mal so Rosen. Und dann halt nochmal Champagnerflaschen mit Glas. Das ist etwas, was man immer wenn man was gratuliert, ob Ehrentag, Jubiläumstag, Geburtstag etc., kann man das eigentlich immer benutzen, durchgehend und auf der Rückseite ebenfalls wieder. Auch hier bekommen Sie immer 2, das heißt, Sie können wählen, was Sie möchten. Und dann als letztes nochmal dieses Schmetterling-Vogel-Motiv-Thema, was in diesem Violett-Blau gehalten ist. Da ist auf der einen Seite die Vögel mit Vogelkäfig, auf der anderen Seite Schmetterling und hier auch immer diese Kombination aus Schmetterling, Vogel, Blume und hier ebenfalls Schmetterling, Vogel, Blume. So, jetzt haben Sie auch die Abschnitte und die Papiere ausführlich gesehen. Also die Epoxy-Stickers, die zeige ich Ihnen jetzt nicht mehr ausführlich, weil ich denke, wir sollten jetzt anfangen zu basteln, sonst haben wir die 2 Stunden rum und haben nichts geschafft. So, anfangen wollte ich mit einem Layout. Und zwar habe ich hier, jetzt muss ich mal gerade die Zeit bitte eingeblendet bekommen, damit ich mal so ein bisschen was weiß. 1940. Oh, dann haben wir ja da haben wir schön Zeit, weil ich wollte 2 Layouts machen. Ich dachte, wir machen einmal Hochzeit und einmal Blau. Und dann wollte ich noch mit den Watertransfers arbeiten. Wenn jetzt vielleicht ein Layout zu lange dauert, dann machen wir direkt die Watertransfers, aber wir schauen mal. So, was ich jetzt genommen habe, sind unsere Artemio-Rahmen, halt einfach nur falsch rum. Das kann jeder machen, wie er will. Hier an den Seiten werde ich natürlich noch anmalen, aber jetzt ist erstmal ein Papier da drauf und jetzt kann man sich überlegen, wie man weitergeht. Und ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich die Hintergründe so schön finde. Das sind diese hier und die werde ich jetzt auch direkt benutzen. Das heißt, ich werde das jetzt gerade ausschneiden und werde die auch leicht anrauen und mit unserem Spitzenband hinterlegen, damit die also auch noch so richtig schön, sag ich jetzt mal, ein bisschen verspielt aussehen. Was, wenn ich so Layouts mache oder Karten auch oft mache, ist, dass ich nochmal mit einer Schablone und Modellierpaste oder so etwas da vorher drauf gehe, einfach damit man noch ein bisschen mehr Struktur oder Abstand hat. So, jetzt haben wir das ausgeschnitten. Jetzt raue ich das ein bisschen an.
Und so. Wen kann ich um was bitten hier? Sam, kann ich dich um was bitten? Meine Brille von oben. Wen denn sonst? Ah, meine Brille bitte. In meiner Tasche, ja, ja. Ich merke, dass wir waren am Wochenende auf der Messe in Frankfurt und man merkt dann schon, wenn es ein bisschen viel wird, dann machen die Augen einfach nicht mehr mit. So, die ja schon sowieso schon nicht mehr so gut sind. Gell? So, jetzt habe ich hier, wir haben hier, das ist dieses Spitzenband, und zwar nicht dieses Baumwollspitzenband, sondern das ist wie so eine Art Synthetikspitze. Das gibt es bei uns hier, und da, wenn Sie hier so einmal so ein bisschen anfangen einzuschneiden, können Sie das einfach hier so reißen. Und dann können Sie das wunderbar dahinter setzen. Braucht man nicht genau schneiden. Und jetzt setzen wir das einfach dahinter. Dann sieht das immer ganz toll aus. Zack. Na. So. Sie können natürlich mit Papierkleber kleben. Ich mache das jetzt nur mit dem Heißkleber, weil ich einfach dann schneller bin. So, ich mache das so. Und ich gehe auch immer in einem, ich falte das hier in der Ecke dann ein bisschen, gehe in einem weiter und so. Und wieder zurück. Hier schneide ich dann einfach den Rest ab. Und so habe ich das jetzt schön mit Spitze unterlegt. Das sieht sehr schön aus und werde das dann gleich mit Abstand aufkleben. Ich mache jetzt mit Abstand immer erstmal, sage ich jetzt nur eins in die Mitte, damit ich genügend Möglichkeit habe, noch etwas darunter zu stopfen, was ich nicht immer sehr gerne mag, dass ich da noch ein bisschen was drunter stopfe. So, jetzt mache ich hier schräg, einfach um mehr Lagen zu bekommen, Höhen zu bekommen. So, meine Brille kommt, vielen Dank. Jetzt geht es gleich viel einfacher, wenn man mal ein bisschen mehr sieht. So, okay. Ja. Und jetzt machen wir auch hier noch, jetzt muss ich mal ein bisschen schauen, ob ich das jetzt, wenn ich das höher setze, die Blumen nach oben, ob ich jetzt überall Spitze brauche, aber ich glaube schon. Dann machen wir jetzt hier einfach die andere Seite mit der anderen Hälfte nochmal, was wir da noch haben. Da habe ich den Kleber zu weit nach außen gemacht. Aber auch das ist jetzt, das muss jetzt nicht alles akkurat und ordentlich sein, gell? Weil wir rauen ja auch an und wollen ja schon diesen Vintage-Effekt haben. Das heißt, da müssten Sie jetzt nicht das so perfekt machen. Eine Frage, ja. Mit welchem Kleber wird das Papier nochmals aufgeklebt? Das Papier hier auf dem Holz, ja, das mache ich am liebsten mit dem Tacky Glue, mit diesem dicken. Sie können das aber auch mit Heavy Body Gel machen. Nur tragen Sie das Heavy Body Gel dann zum Beispiel mit einem Spachtel auf. Das heißt, ich mache das dann, dass ich das ganz dünn auftrage. Es geht mir darum, dass es trocken ist, also mehr oder weniger eine Art trockenes Kleben, damit das Papier sich nicht wellt. Ja, so sieht das schön aus. Jetzt habe ich 2 Abstände, damit das hier ein bisschen höher ist, damit ich halt 2, sage ich jetzt mal, Abstände dazu habe. So, jetzt können wir uns ja überlegen, ob wir jetzt was Hochzeitsmäßiges machen oder ob wir sagen, nee, wir gehen jetzt gar nicht in Hochzeit, sondern wir machen jetzt hier, wir machen jetzt so ein bisschen so Ehrentag, Geburtstag oder so etwas. Wir arbeiten mit diesen Champagnerflaschen, weil das Papier hat ja hier auch wunderbar diese Töne, sodass das fantastisch passt. Würde ich sagen, machen wir das mal und machen jetzt hier mal so ein bisschen nichts zur Hochzeit, sondern sagen wir zum Geburtstag oder Jubiläum oder keine Ahnung was, da wo wir halt Champagner für brauchen. Unbedingt.
Das ist jetzt mehr oder weniger unser Mittelpunkt. Also was wir bis jetzt gearbeitet haben, ist jetzt rein das Papierset. So, und diesen Mittelpunkt setzen wir jetzt hier noch an den Rand, werden auch den hier nochmal mit Spitze hinterlegen, könnten das jetzt allerdings doppelt machen, indem man diese Spitze einmal ein bisschen faltet, und zwar so, wenn man das so faltet, dann hat man mehr oder weniger die doppelte Spitze. Ja, ich könnte das mal, ich mache es lieber nicht näher, weil sonst muss ich es gleich wieder wegtun. So. Und jetzt muss ich das ja andersrum, weil es von hinten ist, andersrum, und jetzt kleben wir das so fest. So. Und auch hier wieder. Gut, dass du neue Bänder auf der Messe bestellt hast. Warum? Du brauchst welche wieder. Ja, wir haben ganz, ganz tolle Bänder geordert. Das stimmt. Aber wir haben auch sonst ein paar sehr schöne Sachen gefunden, oder? Am Anfang nicht so viel. Müssen wir selber zugeben. Wir waren 2 Tage da. Den ersten Tag haben wir uns echt überlegt. Aber dann haben wir doch ein bisschen was gefunden, was sehr schön war. So. Okay. Jetzt machen wir wieder einen Abstand drunter, direkt dahinter. Ich würde es auch direkt zweimal machen, also doppelte Menge. Jetzt hole ich das wieder zurück. Und ja, sieht süß aus, sieht total süß aus. Mit dem 2 hier. Ja, hier mit diesem doppelten sieht das schon schön aus. Da. So, und jetzt überlegen wir uns, arbeiten wir mit Papierblumen, arbeiten wir mit unseren Blumen hier, die wir auch hier haben, weil das könnten wir eigentlich, ich möchte jetzt eigentlich mal so ein bisschen kombinieren, dass man nicht dieses fertig Vorgesetzte hat. So, und das können wir nämlich hier. Wir haben hier unheimlich viele Blumen in diesen Farbrichtungen, die hier passen. Ich gucke jetzt einfach mal, was wir hier machen, was wir so nehmen können. Denn Blau ist hier auch drin, Blau-Weiß ist drin. Wir haben so viele Blumen hier. Diese Grün, muss man schauen, ja, oder? Das passt ganz toll hier hin. Ja, das passt auch super schön mit dem Gelb hier so leicht, gell? Vielleicht eher das von da nach da, oder? Statt diesem hier. Was aber natürlich auch nicht gesagt ist, dass man das nicht auch mal ein bisschen zerschneiden kann, was ich auch ziemlich oft mache. So, das ist noch so ein schönes, tolles, langes, fast kaputtes, helles, was man hier so hinsetzen kann. Also das ist so mache ich das immer. Ich suche das erstmal so ein bisschen zusammen, lege das dann da drauf, um so ein bisschen zu gucken, wie mir das gefällt. Und dann erst, sage ich jetzt mal, dann erst klebe ich das Ganze. Ja, so. Jacqueline, ja? Kannst du noch mal sagen, wie die Preise sind fürs Tagesangebot? Ja, das Tagesangebot soll knapp unter 30 € kosten. Aber alles, was ich hier sage, ist immer ohne Gewähr, weil wir kein, wie soll ich sagen, keinen Einfluss darauf haben. Aber soweit ich informiert bin, ist das knapp unter 30 €. Für die Lasercuts? Genau, für diese 320 Teile. So, das Papierset, weißt du das, Sam? Ich meine knapp unter 25. Also dann das Papierset dann knapp unter 25. Das weiß ich jetzt nicht. So. Oder das wäre doch schön so. Oder kann man mal von oben? Ich glaube, da muss ich nicht viel mehr machen. Oder da muss nicht viel mehr hin.
Hier kann man auch ein bisschen grün. Ja, das könnte man auch noch dahin. Aber so viel mehr muss jetzt da meiner Meinung nach nicht hin. Noch eine blaue Rose habe ich hier. Und dann kann man, so, dann tun wir die Blumen mal wieder zurück. Und zurück. Das fände ich sehr schön. So, und dann haben wir ja noch ohne Ende diese, ja, da ein bisschen hier so ein Blau, weil wir haben hier überall auch noch so ein Blau drin. Deswegen würde ich das Blau auch gerne nehmen. Jetzt haben wir ja so tolle Champagnerflaschen in dem Set drin. Jetzt kann man sich überlegen, ob man jetzt hier noch, tue ich jetzt mal einfach dahin, so eine noch nimmt oder vielleicht die größere hier, die hier, ja, die wäre schön, wo die Gläser so einzeln raus sind, gell? Die wäre ganz toll. Magnum. Oder? Oder lieber Magnum. die hier? Ha? Nee, nimm den Magnum. Die hier? Ja, die ist gut. Oh, da habe ich auch keine Gläser für. Nein, ich nehme die. Die kann man später noch nebenbei. So, okay, jetzt haben wir das mehr oder weniger und jetzt geht es ran. Jetzt müssen wir, bevor wir dann noch Schmetterlinge und alles und Sprüche noch drauf tun, gehen wir jetzt erstmal ein bisschen an das Prägen und dann auch an diese unterschiedlichen Höhen, damit das Ganze ein bisschen wüster aussieht, sagen wir mal. Fangen wir mal mit dem an. Und ich, doch, kann ich so sehen, es ist gut. Gell? Jetzt ist unterschiedlich, wenn man ganz stark prägt, so wie ich das jetzt mache, dann mache ich das so, dass ich das auch wirklich nur an diesen beiden Enden aufklebe. Das heißt, ich mache einen Tropfen an beiden Spitzen oder so hier hin und lasse das Ganze so stark geprägt dann hier, sehen Sie da, und da ist jetzt Kleber drauf und da ist jetzt nichts, hier ist Luft dazwischen, hier ist jetzt nichts dazwischen, damit man das so, diese starke Prägung hat. Ja. Und das ist ja auch wunderbar machbar mit diesen Teilen, weil die ja bei uns aus diesem tollen Papier sind, wo das also fantastisch funktioniert. Die sind ja nicht direkt kaputt, sondern die kann man ja so benutzen. So. So. Jetzt möchte ich dieses Blaue, aber dass das hier irgendwie auch noch hier so rausguckt oder hier unten. Nee, da würde es das verstecken. Dann lieber hier. Ich will nicht, dass das versteckt. Dann tun wir es doch da oben hin. Gell? Weil hier diese Blumen ja auch so schön sind, die sollen ja nicht versteckt sein. Dann setzen wir das hier dazwischen. Ja, das heißt, jetzt muss ich nur irgendwo hier ein Tröpfchen machen, damit ich das dann da auch ein bisschen fixieren kann. Den Rest nehme ich weg. Nehmen Sie da ein Tuch, machen Sie das nicht wie ich mit dem Finger. Meine Hände sind das gewöhnt. So, jetzt dieses lange noch. Haben ja diese tollen Blumen. Ja, das ist einfach, es ist einfach nur, es macht einfach wahnsinnig Spaß, damit zu arbeiten und es sieht alles so toll aus hinterher. So, hier und da. Dann hat man, sieht das richtig schön hier aus, so mehrdimensional. So, wo tun wir die jetzt hin? Hier so dazwischen, würde ich sagen, oder? Da sehen sie, glaube ich, richtig gut aus. Die mache ich jetzt nicht zu rund. Und die muss jetzt aber mit bisschen 2 oder 3 Lagen von den Pads angebracht werden. So. Damit die auch richtig schön absteht. So. Eine Frage. Ja. Wird es wie immer die Papiere auch im Shop einzeln geben? Da bin ich jetzt überfragt, Sam, das musst du jetzt antworten. Es wird, aber im Moment haben wir keine. Also sobald wir Restbestände oder Überhänge oder was von HS jetzt bekommen, wird dauern. Aber irgendwann auf jeden Fall. Eigentlich wie immer. Das ist nur diesmal, wir haben ja, manche Sachen hatten wir ja von Anfang an hier, aber das haben wir jetzt halt nicht von Anfang an hier. Wir hatten jetzt ja Decoupage-Papier, gell?
Dekoupagepapier haben wir noch ein paar hier. Ja, genau. Wir hatten wir Paarmengen, hatten wir. haben wir komplett an Genau. HSE abgegeben. Und ADT auch, gell? Da haben wir ADT ja, auch genau. komplett. Und beides ist komplett dahin. HSE und ein paar an Create and Craft. Ja. So. Hier muss aber auch noch was hin nachher. Vielleicht diese Blume hier. Ja, das sieht doch gut aus. So, dass ich die setze ich jetzt noch schön darunter. Und dann haben wir aber auch noch so einzelne Blätter in dem Set. Deswegen, ich glaube, dass man die sehen total schön aus, wenn man die dann noch vielleicht, ja, so, gell? Ein bisschen, dann hat man das alles so ein bisschen abgerundet. Hier so drunter. So. Ja. Ich kann ja mal gerade einmal, nee, ich drehe mal um, du gehst mal nah drauf, Sam, ja? Jetzt mal habe ich, bevor das hier, einfach mal, dass man das schon mal sieht hier. Das ist so richtig jetzt, richtig dreidimensional erhaben, okay? Meine ich ja, dass man das schon einfach sieht, was man damit machen kann. So, jetzt machen wir die andere Seite noch. Das wäre also zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Karte machen würden, gell, wäre das jetzt, nur das wäre ja schon, diese Karte wäre ja damit schon fertig. Gell? Nur dass Sie das, wer jetzt sagt, ich mache keine Layouts, dann können Sie das, was ich jetzt hier zeige, auch komplett auf Karten verwenden. Das ist einfach, dass wir einfach jetzt nur einen Teil davon nehmen, aber es geht ja einfach ums Prinzip, wie man es macht. Eine Frage ja? zu den Molds. Könnte das sein, dass die bei HSE schon ausverkauft sind? Nein. Gibt es sie bei uns noch im Shop? Also die sind auf keinen Fall bei HSE schon ausverkauft. Die haben die nur noch nicht freigeschaltet, gehe ich mal wieder von aus. Also es ist immer das gleiche Thema. Es ist ja schon fast das leidige Thema, gell? Dass halt immer dieses ausverkauft kommt, obwohl es nicht ausverkauft ist. Und da haben wir die 3 Sets, die und die Wassertransfers, haben wir etwas später geliefert. Die haben wir etwas später geliefert. Die Moldformen und die Wassertransfers haben wir ein bisschen später geliefert als ADT. Deswegen sind die noch nicht frei, schätze ja, nee, nein, da steht scheinbar noch ausverkauft drauf. Ja, ja. Gell? Deswegen, nein, das ist. Die kommen noch. Also die sind auf jeden Fall keine Angst, die können nicht ausverkauft sein, die sind noch gar nicht freigeschaltet worden. Also es kann keiner gekauft haben. So. Leider bei uns weg. Ja, so. Bei uns sind sie ausverkauft, ja. So. Und jetzt machen wir das, ja, das noch nach hier, gell? Sieht man? Ja, man sieht, wie ich arbeite. Ich war jetzt nicht ganz sicher, ob ich wieder raus bin aus dem Ganzen. So. Ja. Also Sie haben wirklich eine Unmenge von Material mit beiden Sets. Da haben Sie, das ist wie, als hätten Sie jetzt, würden Sie jetzt 4 Papiersets kaufen. So viel Material bekommen Sie, wenn Sie also beides haben. So, es ist einfach nur schön, oder? So. Deswegen, da braucht man, glaube ich, nicht großartig überlegen. Und dann sind wir ja auch erstmal nicht mehr auf Sendung, sondern erst im Mai kommen wir wieder. Es wird ein passendes Papierset zu den maritimen Watertransfers geben. Da gibt es dann ein Papierset, aber dieses Papierset wird es nur bei uns hier geben, also nur bei uns hier im Shop. Weiß allerdings noch nicht, wann. Oder weißt du das schon, Sam? Wenn die Frau Siegmann dazu kommt. Ja, weiß noch nicht genau, wann Nee. wir das in der Planung haben. Aber ich tippe im März, glaube ich. Ja. Eigentlich glaube. Ja, März, so wie es aussieht, dann halt März. Dann ist im April also März sind wir nicht bei HSE, im April sind wir nicht bei HSE. Das heißt, da ist dann auch nur bei uns im Shop halt über Livestream.
Und im Mai haben wir dann ein großes Tagesangebot oder keine Ahnung was, auf jeden Fall wieder einen größeren Event, wunderbar, kleb an meinen Händen, einen größeren Event bei HSE. Und dann gibt es natürlich Christmas in July. Was ich damit sagen will, ist nur, dass es nur noch bei uns das Maritim Papierset im März gibt und dann erst im Mai wieder ein Papierset. Richtig, Herr Gneiting? Müsste richtig sein. Gut. Gut. Dann bin ich aber glücklich. So. Jetzt setzen wir den noch hier hin. Und jetzt könnte man sich natürlich noch was überlegen. Ich bin gerade am Überlegen, ob das übertrieben ist. Eine Frage, diese gibt Vögelchen. es zu dem Maritim-Set auch ein Decoupage-Set? Nein, nein. Kann ich direkt sagen, nein. Soll man die Vögel da mit reindonnern oder nicht? Ist vielleicht ein bisschen viel. Noch Vögel dazu, nein. Nein. So, dann mache ich jetzt hier noch eine Schleife und dann suchen wir einen passenden Spruch. Und dann gibt es noch ein paar Schmetterlinge. Oder? Einverstanden? Ja, einverstanden. So. So, wo setzen wir die hin? Setzen wir die nach da? Ich würde sagen, ja. Oder? Hier rein. Da. Und dann machen wir die auch. Können wir die auch mit dem Tropfen. Und hier noch ein Tropfen. Haben wir die fest. So, dann, was machen wir denn? Zeig uns noch mal. Jetzt kannst du noch mal ein bisschen biegen, ja, dann sieht man so ein bisschen mehr, wie es da so ist. Ja, und auch mal ein bisschen so von der Seite. Da kann man dann auch richtig sehen, wie erhaben rund das ist. Okay. So, jetzt tue ich es wieder hinlegen. Und was nehmen wir denn? Was haben wir? Wir haben beste Wünsche. Ganz liebe Grüße. Irgendwie gratulieren. Die Schleife bitte nochmal zeigen. Wie es geht, Ja. mache ich ja. Eine Kleinigkeit, ein paar Mäuse, die besten Wünsche. Glückwunsch suche ich. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So, ganz simpel und einfach. Setzen wir jetzt hier auch so hin mit ein bisschen ein bisschen dünner. So, wo ist mein Band? Okay, von oben. Nee, das geht nicht, ich muss von oben bitte. Sonst kriege ich, ja doch, und über dem Schwarzen ist das am einfachsten. Moment. Bisschen so. Jetzt genau über dem Schwarzen. Jetzt muss ich mich näher dran tun. So, okay. 2 Finger. Ich nehme das, ich halte das hier immer. 2 Finger einmal, zweimal, hier durch, da ist ja so ein Loch, gell? Hier durch, nehmen, so halten, das. Und jetzt einfach hier einmal
so durch und einen Knoten machen. So, das war's. Und dann ziehe ich das hier runter und habe, das 2 sind, kann ich die hier so ein bisschen auseinander machen und hier so ein bisschen auseinander machen und habe dann hier meine Schleife. So, ich kann es nochmal so hinlegen. Okay? Oder nochmal? Alle mitbekommen? Nee, ich glaube, das war gut. Das Gut. haben wir gut. Gut. So. So. Grundsätzlich sieht das am schönsten aus, wenn man es zweimal macht. Man kann es auch einmal machen, also eine einfache Schleife, aber es ist einfach schöner mit zweimal. Du zoomst alle Band. Ja, ich merke das. Ich könnte oben gucken und ich denke, warum geht die Kamera immer weiter weg mit meinem Teil hier? Ist es denn wahr? Ja, das ist doch was. Aber oben hat sich eine Zeit lang nichts getan, gell? Das hier. Und da hinten gehe ich immer weiter weg. So, jetzt gucken wir mal, welche unseren schönen Schmetterlingen, weil ich würde schon hier halt wirklich diese blaue dann auch nehmen. Und bei den Schmetterlingen mache ich genauso. Und da hier sieht man das auch, die sind ja so detailliert mit diesem kleinen hier, das ist wirklich ganz toll. So, einmal prägen, ein Tröpfchen Kleber und dann setzen wir sie zum Beispiel einmal hier hin. Also hier kann man schon noch ein bisschen was, sage ich jetzt mal, fliegen lassen. Und wir haben auch ganz viele tolle Grüne dabei, die finde ich, sollte man auch nehmen. Also man muss jetzt nicht hier sparen, da wir ja eigentlich genügend haben. Kleine, große, hier auch mal so dieser dunklere, das passt auch gut hierzu. Denn so einen ganz kleinen, das ist hier vielleicht so einen großen oder eher so einen, ich glaube eher den helleren nach da und so einen nach da, ja. Probieren wir erstmal die paar. So. Also diese Schmetterlinge, weil die auch alle unterschiedlich sind von der Art, machen schon unheimlich viel Lebendigkeit aus. Und ich kombiniere die auch, dass ich wirklich die noch zusätzlich auf diese Blumen drauf mache. Also nicht nur die Blumen geprägt sind, sondern noch diese Schmetterlinge dann halt auch auf die Blumen draufkommen. Wo habe ich den anderen hingetan? So, den tun wir jetzt hier hin. So, das sieht auch unheimlich schön aus, jetzt diese Kombination. Und jetzt nehmen wir mal einen grünen. Auch so ein ganz filigraner ist das jetzt wieder. Und den grünen, hier unten die Champagnerflasche. Da passt das Grüne schön dazu, das ist ja hier. So. Ich hoffe, es ist Ihnen nicht zu langweilig jetzt, weil es mal was ein bisschen ruhiger geht. Aber so Layouts kann man einfach nicht so huschi-huschi machen. Da muss man ein bisschen mit Muße dran gehen. Also wir haben über 1000 Live-Zuschauer die ganze Zeit. Also Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt. ich hoffe nicht, dass Sie jetzt alle hier einschlafen, währenddem ich das mache. Okay? So. Wunderbar. Und jetzt hier den einen kleinen hier vor oben. Ja, ich glaube, dann haben wir schön das gemacht. Dann hätten wir das erste Layout fertig. So, und jetzt drehe ich das um, dann können das alle noch mal gucken. Und man kann natürlich, wenn man möchte, jederzeit natürlich noch ein bisschen Glitter drauf tun oder jeder, dem das vielleicht 3D-Lack, also gerade auf diese gelaserten Teile, kann man hervorragend auch 3D-Lack drauf tun. Was wir auch schon mal gemacht haben, eine Zeit lang war, wer das möchte, kann mit dem Pouring Glaze Hauch drüber malen, dann hat man auch so einen ganz tollen Glanz.
Ich lasse es alles matt, weil ich finde es so halt einfach wunderschön. Aber jeder kann seine eigene Kreativität da reinbringen und das Material ist wirklich so, dass man das alles machen kann, also wie man möchte. So, erste ist fertig. Ich möchte die Zeit bitte. Viertel nach. Noch ein Layout? Ein schnelles Layout. Ein schnelles, sagt er. Ein schnelles Layout, okay? Ein schnelles Layout. Probieren wir mal. Ja, machen wir eins ohne viel Blumen, dann wird das schneller. So, ich habe noch hier ein blaues, hier sind die Karten, die brauchen wir nicht. Hier sind noch ein paar Epoxy-Sticker. Okay, hier machen wir jetzt, müssen wir mal gerade schauen, ob wir den größeren hier nehmen, hier oben vielleicht. Ja, dann könnten wir die... Gleich sind die Transfers dran. Ha? Gleich sind dann die Transfers dran. Ja, danach sofort die Transfers. Ja, okay. Machen wir doch mal so etwas. Jetzt ist die Frage, ob wir vielleicht die noch hier in den Rahmen setzen. Ja, oder? Ja. Das ist auch gar nicht so aufwendig und sieht einfach nur toll aus. Ja, okay. Machen wir das. Hier müssen wir ein bisschen abschneiden, weil das hatte ich schon auf eine Karte. Dann rauen wir das Ganze nochmal an. Wenn wir unsere da nochmal finden. Ich habe viele Karten schwarz hinterlegt von diesem blauen Thema. Bin ich am gucken, habe ich jetzt nicht hier. Sieht aber auf jeden Fall auch gut aus, wenn Sie das schwarz hinterlegen, also nur als Tipp. Ich habe ganz viele damit auch schwarz hinterlegt, weil dann dieses Blau noch etwas stärker rauskommt. So. Ich hatte hier irgendwo schwarze, aber ich finde es nicht gerade mehr. Ist immer so, wenn man sich beeilt. Nee, ich hatte schwarze Pappe hier. Hier einfach so, dass man es nochmal sehen kann. Also wenn das schwarz hinterlegt ist, dann sieht das auch ganz toll aus. Weil wir ja diese Shadowboxen auch mit diesem dunklen Blau gearbeitet haben. Nur mal so. So, okay. Jetzt gehen wir aber wieder zurück. Unseren Kronleuchter. Den müssen wir jetzt auch ein bisschen prägen. Ja, und den setzen wir direkt von hier oben dran. Ja, so. Müssen wir hier noch ein bisschen mehr. Ich möchte, dass der da noch ein bisschen mehr absteht. Ja, jetzt ist der so richtig schön rund. Und jetzt klebe ich den halt hier und hier. Dann bleibt der so, kann man das sehen? Ja, bleibt der so schön rund gebogen. So. Nachher gehe ich noch überall mit dem Konturliner lang. Jetzt müssen wir den ein bisschen so da drunter setzen. Ja, das sieht gut aus, glaube ich. Ein bisschen da. Hier könnte man natürlich, diese Glassteine sehen natürlich toll aus, wenn man da noch ein bisschen Glitter drauf tut, gell? Diese von dem Kronleuchter. So, jetzt kommt unser Katzensessel. Auch richtig schön gebogen. Hier noch ein bisschen mehr. Und meistens mache ich ihn hier auch noch mal wieder rein. So, hier habe ich den jetzt kaputt gemacht mit meiner Gewalt. Ist es denn wahr? So. Okay. Das. Die ganzen Klebereste weg. Okay, jetzt kommt erstmal ein bisschen unser Konturliner dran.
einfach so ein bisschen wieder, das haben wir bei diesen Empty Rooms schon mal gemacht, ein bisschen nachmalen, nicht viel, nur ein bisschen. Das sieht einfach schön aus und macht im Ganzen halt nochmal so mehr dieses Dreidimensionale hier. Gerade weil das hier, dieser Leuchter. Also Sie müssen nichts jetzt wirklich super perfekt machen, sondern einfach nur so ein bisschen. So. Eine Frage. Ja. Wird es die Eierständer auch irgendwann in Silber geben? Also dieses Jahr nicht mehr. Weil die haben jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, schon ewig gedauert, bis die hier ankamen jetzt endlich. Wo wir noch eine Ausschau halten, also ich finde, ich habe die ja jetzt umgeändert, nicht als Eierständer, sondern als so Taghalter. Also wir werden jetzt versuchen, dass wir so wunderschöne Taghalter vielleicht herstellen lassen. Dass man wirklich mal so eine kleine Karte in so einem schönen Halter machen kann. Wobei mit die Pigmente kann man die schnell umgestalten, wenn man noch eine braucht. Ja, natürlich. Oder wir haben auch Spray. Du kannst es auch mit dem Spray. Wer es in Silber haben will, kann es ja auch einfach ansprühen in Silber. So machen wir das ja immer im Gold. Dass wir das halt ansprühen, und damit es Gold wird. Gell? Also das geht auf jeden Fall. So, jetzt möchte ich hier aber noch ein bisschen was. Jetzt nehmen wir ein paar Blümchen. Was hast du gesagt? Diese Blümchen haben wir, gell? Dieses Set hier mit den 3 Blümchen haben wir noch. Ganz paar wenige. Ganz paar wenige, aber wir haben sie. Das ist ein ganz paar wenige, weil ich glaube, ich ein paar wenige benutzt habe. So, ich möchte gerne hier. Irgendwie möchte ich hier diese Blümchen noch mit drauf haben, weil ich das gerade da ein bisschen, so. Ein bisschen, ja. Und jetzt noch eine hier. Das ist jetzt mal ein, ja, und haben wir noch ein kleines Blümchen. Eine Frage, ja. Gibt es die Konturfarben auch in anderen Farben? Ja, wir haben die in Schwarz, in Kupfer, in Gold. Boah, hilf mir, Sabine. Silber, Stahlblau. Also wir haben die schon in einigen Farben. So, das sieht doch schon süß aus. So, aber hier fehlt mir was, so ein bisschen da. Da fehlt mir auf jeden Fall was. Bei all dem, wir könnten natürlich... Ja, dann müssen wir können. So, wo ist das Blau? Wo sind die Tags von dem Blau? Eben habe ich die da. Dann müssen wir jetzt mal. Oder wir machen das ganz anders. Ja. So, jetzt. Mir ist das zu ordentlich da. Deswegen brauche ich jetzt ein paar Lagen. Und die werde ich jetzt hier machen, indem ich mir einfach hier Papier reiße und dahinter stapel. Das ist mir zu einfach. Deswegen mache ich ja ganz oft auch, dass ich mit der Schablone drüber gehe vorher, damit ich etwas habe in der Richtung. Und jetzt mache ich das so mit dem Papier. So, das heißt, ich setze hier einfach ein paar Lagen Papier dahinter und befestige die dann immer nur an einer kleinen Ecke mit einem Pad, damit ich je nachdem noch etwas dahinter stapeln kann. Ja. Einfach ein bisschen, das ist mir alles viel zu ordentlich, viel zu gleichmäßig hier. So. Ja.
Sonst ist das dann doch ein bisschen zu einfach, auch wenn wir jetzt ein einfaches machen wollen, oder? So. Eine Frage. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Sparkling Gold und Gold? Sparkling Gold hat so Glitter innen drin. Das ist das, was ich jetzt hier benutze, ist das reine Gold. Und das Sparkling Gold hat so ein bisschen mehr Glitzer. Das ist auch heller. Das ist ein bisschen heller als das Gold. Ich habe keins hier, nee. Das ist ein bisschen heller. Also ich benutze meistens Gold oder Kupfer. Und Gold ist im Angebot. Ja, wusste ich nicht. Wenn Sie das getan haben, ist das gut, ja. Dann, wer einsteigen will und nichts anderes kennt, sollte dann Gold nehmen, weil es im Angebot ist und weil das wirklich eine Farbe ist, die Sie immer benutzen können. So. So. Okay, jetzt haben wir schon mal ein bisschen da gemacht. Und dann würde ich trotzdem noch gerne etwas noch. Wir haben ja diese tollen. Ja, genau. Nee, den nicht. Weil hier haben wir diese Kaffeeservice. Wir haben unheimlich viele Kaffeeservice in diesem Set drin. Man kann auch jetzt zum Beispiel das passt fast noch besser, gell? Das Blaue hier mit dem leichten Violett da drin. Oder ja. Das ist jetzt die Frage. Das. Nehmen wir noch das Kaffeeservice dazu. Was dann hier so seitlich hier ist. Dann hat man auch so einen schönen Aufbau, weil wir ja hier diese Ecke noch hatten. Und dann haben wir das hier. Da kommt dann noch mal mein Konturliner, wenigstens hier so drüber. Und dann noch mal hier. Ja, mehr nicht. So. So. Und dann blau, blau, blau. Ich würde gerne, dass diese Farbe sich noch mal wiederholt. Ich bin schon fast am Überlegen, einen von denen zu zerschneiden, was ich auch mache. Sagt uns ja keiner, dass wir das nicht können. Gell? Dann hätten wir 600 Teile im Set. Hä? Dann haben wir 600 Teile im Set. Ja, ne, ich möchte einfach, dass das nochmal hier so nochmal wiederkehrt. Und wenn man das nur als eine Art Ornament nimmt, was dann hier da wiederkehrt. Was wir hier alles machen, gell? Das sind lauter so tolle Teile, die wir jetzt hier haben. Gell? Die wir jetzt hier einfach. Also das auch so, grundsätzlich können Sie immer die Teile ja noch verändern und noch mal abschneiden und noch mal irgendwie anders benutzen, als wir das jetzt hier tun. Okay, so. Ja, und jetzt muss da noch ein paar Blümchen und dann würde ich eigentlich auch gerne mal
Jetzt haben wir die Hunde, sollen wir da, oder nur diesen Sessel, einen von diesen schönen Epoxys hier benutzen. Ja, diese Katze da kommen wir nicht drum herum. Die müssen wir irgendwo benutzen, oder? Die hat ja so einen Ausdruck. Kann man das eigentlich sehen? Oder Sam, kann ich sie dir mal gerade zeigen? Da musst du einmal drauf gehen. Oder? Du hast Farbe auf deinen Finger. Ja, ach, ehrlich? Ehrlich, Sam? Ehrlich? Mal schauen, ob wir die nicht hier irgendwo noch hinkriegen. Eigentlich müsste es dann hier so sein. Ich guck mal. Also hier drunter, hier drüber, das wäre mir zu viel. So mal so an der Seite könnten wir sie bringen mit ein paar Blümchen dran. Ja, hier oben. Du hast nur noch 30 Minuten. 30 Minuten? Okay, ich spurte mich. Nein, die sind mir nicht violett genug. Wir hatten doch hier so violette. Dann nehmen wir wieder kleine, ist egal. So, violett, blau, grün. Ein kleines violettes Ding nach da. Ich kann das auch nachher noch ganz fertig. Mit diesem schnell, das geht irgendwie nicht. Mach noch mal ein schnelles. So. So. Was machen wir da für einen Anlass? Ein paar Mäuse. Ein paar Mäuse? Du meintest, ja, du könntest hier hinter ein Geldgeschenk machen, aber das wird ja keiner finden. Nein, nein, was machen wir denn? An diesem Ehrentag, an diesem besonderen Tag? Nein, Seelentröster finde ich bei Katzen immer süß, oder? Ich lasse das jetzt weg und jeder kann selber überlegen, was. Man muss sich immer einen Spruch nehmen. Meine ich ja. Und man kann selber überlegen, was man da drauf tut. Jetzt gibt es aber noch ein paar Schmetterlinge, weil ohne die geht es nicht. Ich liebe diese Teile. Und zwar setzen wir die genau dahin, wo diese Leuchter sind. Einen blauen nach da. Eine Frage, ja. Womit kann man die Epoxys noch kleben? Die lösen sich ja nach einer Weile wieder. Also ich meine, die sind ja selbstklebend, wenn man sie nur selbst aufklebt. Ja, ich mache die immer noch mit Heißkleber. Also ich klebe die nicht nur mit dem Kleber. Also sie kann natürlich hier draufkleben, aber ich habe hier Heißkleber dahinter. Ja, aber auf Papier oder Pappe reicht der. Ja, auf Papier ja, aber es ist das ist wirklich wahr. Die lösen sich auf Metall auf jeden Fall wieder auf. Ja, also das stimmt. So, da haben wir noch ein paar richtig tolle, so ein schönes großes hier als Verbindung. Also die Blumen passen mir da nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich werde die ändern, weil wir sind jetzt hier in dem Violett-Genre reingegangen und dann habe ich hier Orange genommen. Und deswegen die 3 Blümchen, die werde ich noch verändern und auch in diesem Violett nehmen, wie wir jetzt hier überall haben und auch da, weil die passen jetzt hier einfach nicht rein. Zeigen wir in München. Ja, ich mache das jetzt nicht. Keine Angst. Was machst du an die Seiten? Einfach anmalen oder lassen? Hier, die Seiten male ich noch an und was ich ganz viel auch gemacht habe, ich habe bei fast allen noch mal ein bisschen Dry Brush gemacht. Also noch, sehr wahrscheinlich werde ich das auch noch machen. Das sieht man dann. Ich bringe die ja mit, die Teile. So. Jetzt machen wir den auch dahin und dann ist es auch gut. Oder, ach komm, habe ich denn überhaupt noch ein paar Violette hier? Das stört mich jetzt derart.
Ich habe auch keine violetten Blümchen mehr hier. Dann machen wir das anders. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Könnten die hier nehmen. Sollen wir einfach die Katze ändern? Ne, die waren schöner, gell? Oder? Ja, die 3 Katzen sind süß. Ja, ich will nur, das ist da, mir gefällt das nicht mit diesen Blumen. Wenn ich die Blumen jetzt runterreiße, dann mache ich ja das ganze Ding kaputt. Also gucke ich, ob ich diese gleichen nochmal hier habe. Bei all meinen Teilen, die ich habe, ist ja nicht wenig. Waren die das? Waren die das? Die waren das. Dann nehme ich doch lieber gerade die hier so runter. So kann ich die woanders nochmal verwenden, wo das passte mit der Farbe, oder? Und machen hier jetzt nochmal ohne diese Blumen drauf. Tada! Heißkleber weg, schnell, wo ist mein Konturenstift? Nochmal gerade mit dem Konturenstift ein bisschen. Einfach so ein paar Swirls hin. So, Feierabend. Ich glaube, so ist das okay. Ich drehe jetzt um. Ja. Oder? Sind wir zufrieden? Gar nicht schlecht. Und jeder überlegt sich selber, was er dann dahin tut. Anspruch. So, Watertransfers. Geh mal ganz kurz mal irgendwo auf die Watertransfers drauf, dass ich mir hier ein bisschen Platz mache, weil ich ja so viel Wasser sprühen muss. Ja? Und dann können wir direkt mit den Watertransfers anfangen. Nur ich muss hier das mal ein bisschen in Sicherheit machen, sonst ist gleich das Wasser hier überall drauf. Herr Geneiting, lieber mein Gesicht? Ja, danke. So, ganz schnell. Dankeschön. So. Kannst du so genug sehen, wenn ich das hier so habe? So, Delle. Es wird nicht einfacher hier, gell? So, jetzt zeigen wir erstmal, kannst du mir zurückkommen, die Motive, die es überhaupt gibt, bevor wir jetzt wieder etwas auftragen. So, es gibt einmal, ja, brauche ich sie nicht mehr? Machst du mich von vorne? Ja, gell? Oder zur Rückseite. Es gibt einmal Vogel als sogenanntes Motiv und es gibt einmal Maritim. Und bei dem Vogel gibt es diese Motive. So, und wenn ich das jetzt zeige, ist das die Seite, die, sag ich jetzt mal, auch sichtbar ist. Was Sie jetzt hier auf der Rückseite sehen, das ist nur der Druck, damit Sie genau sehen, wo Sie, wenn Sie es aufbringen, wo das Motiv ist. Das heißt, das ist einfach für Sie als Orientierungshilfe. Das heißt, das ist das Motiv, was übertragen wird. Also, wie man sieht, gibt es jedes dieser Motive zweimal, also einmal das hier, und dann gibt es dieses Motiv oder diese 3 Motive halt zweimal, auch hier immer auf der Rückseite nochmal drauf gedrückt, zweimal, und diese hier zweimal und zum Schluss das ganz große mit den 2 kleinen wunderschönen ebenfalls zweimal. Das heißt, Sie bekommen 8 Bogen, das würde ich gerne mal zählen, 3,
Die sind immer 3 drauf? Ah, nee, das stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Und auch einmal 4. So. Das heißt, das ist das sogenannte Set, was unter Vogel bezeichnet wird. Und das andere Set heißt Maritim. Und also für alle, die Maritim mögen, ist das ein wunderschönes Set. Also da gibt es dann auch demnächst das Papierset zu, mit wirklich auch den passenden Sachen. So, da haben wir dann dieses wunderschöne Segelschiff. Hier, das ist natürlich auf dem Kopf, aber dieser Kompass mit dem Schiff, den ganzen Kompass und den, sage ich jetzt mal, Fantasiefischen hier zweimal. Dann gibt es die Leuchttürme und die Fische zweimal. Die sind natürlich mehr Motive, weil sie kleiner sind. Steuerrad, großer Leuchtturm. Und hier dann nochmal, das ist falsch rum, dann nochmal der Anker und Fische etc. Alles in diese Richtung. So, grundsätzlich, ich habe jetzt hier alles in Maritim, in Blau, deswegen machen wir jetzt Maritim. Fangen wir mal mit dem kleinsten Motiv an. Grundsätzlich arbeiten Sie so, dass Sie das grob hier ausschneiden. Und hier kann man jetzt sagen, sollten Sie nicht so schnell arbeiten, weil es braucht eine gewisse Zeit, um auch wirklich aktiviert zu werden. So, was ich jetzt immer gemacht habe, die meisten Leute machen hier Wasser drauf. Ich habe festgestellt, dass es für mich am einfachsten ist, wenn ich mir hier so eine Sprühflasche, jetzt mal von vorne bitte, genau, so eine Sprühflasche einfach umgestalte, Wasser rein und wie so eine Art Sprühnebel. In diesen Sprühnebel, wenn man jetzt vielleicht nah drauf geht, kann man sehen, da ist jetzt so ein bisschen Wasser drauf, gell? So wie so ein Sprühnebel Wasser ist da drauf, genau so. Und dann tue ich das hier drauf, positionieren, ich sehe ja jetzt hier, wo ich es hinhaben will, gell, auf meinem Teil, drücke das einmal so ein bisschen an und jetzt sprühe ich nochmal richtig Wasser drauf, damit sage ich jetzt mal, dieses Papier richtig da an die Ich kann das jetzt auch mit einem feuchten Tuch nochmal abwischen, haben wir auch ganz viel gemacht. Es geht aber jetzt einfach darum, dass das Ganze hier richtig nass ist und sage ich jetzt mal, dieses Papier hat so was Klebriges, sage ich jetzt mal, damit ich das jetzt nachher so wegziehen kann. Es gibt ganz viele Leute, die machen das und heben das dann auch runter. Das geht auch. Aber dieses Risiko, dass das was kleben bleibt, fand ich ein bisschen zu hoch. Und deswegen habe ich das lieber so gemacht, dass ich das also wie jetzt richtig schön nass gemacht habe. Ich kann es auch noch mal ein bisschen nass machen. Jetzt habe ich schön auch ein bisschen gequatscht, dass Sie sehen, dass ein bisschen Zeit vergehen muss, damit das aktiviert wird. Und dann versuche ich das irgendwo so wegzuziehen. Sehen Sie, jetzt habe ich das weggezogen und jetzt ziehe ich das einfach runter und habe also sofort mein richtig super Motiv, so wie es sein muss. Ha? Ein Fisch, der falsch rum schwimmt. Schwimmt der falsch rum? Warum schwimmt der denn falsch rum? Der schwimmt nicht falsch rum, der schwimmt richtig rum. So, also das ist für mich, von mir aus, diese einfachste Möglichkeit, das herunterzunehmen. Aber Sie können es auch, man sieht auch hier ist nichts mehr drauf, also das Motiv ist 100%ig runtergenommen und so. Es ist die einfachste Möglichkeit, wenn man das so wegschieben kann. Das bedeutet aber auch, Sie haben jetzt gesehen, ich habe ein bisschen gequatscht, das muss ein bisschen da drauf bleiben. Sie können nicht ansprühen und direkt runterziehen, das nicht. Also lassen Sie es wenigstens ein paar Sekunden, sage ich jetzt mal 30 Sekunden, 40 Sekunden da drauf. Ja, so. Und jetzt gehe ich da auch nicht mehr drauf, da ist ja keine Luftblase, gar nichts, man sieht dieses Wasser richtig gut jetzt hier. Jetzt lasse ich das einfach trocknen, das dauert nicht lang, das trocknet relativ schnell und dann ist das auch schon fertig. Da müssen Sie nichts drüber oder drunter tun, dann ist das fertig. So, jetzt haben wir den ersten gemacht, jetzt machen wir den nächsten noch einmal. Einfach so ein bisschen, dass man so auch diese Routine mitkriegt. Das hier zum Beispiel ist auch so ein
passt das da drauf? Oder lieber wieder den größeren? Nee, so einen Fisch haben wir ja schon. Jetzt nehmen wir den hier. Bin jetzt gar nicht so sicher, ob das so da drauf passt. Natürlich kann man auch Teilmotive nehmen, aber dann müssen die hier schon geschnitten sein. Das habe ich ja bei den Vögeln öfters gemacht, dass ich da so nur einen Teil genommen habe. Dann sollten die aber schon vorher geschnitten sein, weil sonst ist das schwierig, das da runterzuholen, sonst verzieht sich das vielleicht. Gell? So, also jetzt nochmal, ich nehme die Trägerfolie weg. Ich sprühe jetzt hier so ein bisschen an, immer mit so ein bisschen Abstand, jetzt war ich weg. Okay, jetzt zeige ich das nochmal, jetzt ist hier, da sehen Sie, da ist jetzt so ein bisschen Sprühnebel drauf, so Wasser drauf. Und jetzt positioniere ich das hier drauf. Eine Frage, ja? Muss man den Untergrund immer grundieren oder kann man das auch direkt auf Holz? Das kann man auch direkt auf Holz. So, ich habe ja das hier auch direkt auf Keramik gemacht. Da ist es ja, ich mache das gleich hier. Ich habe hier eine Keramikflasche, habe ich extra hier hingetan. Da machen wir dann gleich mal einen Vogel drauf. Oder Vögel haben wir, dann müssen wir dann immer, war egal. Dann machen wir vielleicht nochmal das Schiff. So, jetzt sehen Sie, jetzt ist das ja eigentlich schon fertig, Wasser. Jetzt lasse ich das aber noch so ein bisschen hier drauf, habe schön Wasser drauf, quatsch noch ein bisschen, einfach damit ich es nicht zu früh hier wegnehme, damit es eine Chance hat, sich mit dem Untergrund zu verbinden. Und bevor ich es dann wegnehme, dann mache ich noch mal viel mehr Wasser drauf, damit das dieses Schmierige da unten ist, damit ich das auch wegziehen kann. Und jetzt warte ich wieder und versuche, sehen Sie, jetzt versuche, Sekunde. Und jetzt geht das relativ leicht, dass ich das so einfach abziehen kann. Und wenn ich das dann auch so abziehe, jetzt drehe ich es nochmal um, zu dir bitte, oder Kamera, ja. Und dann sieht man auch wieder, dass das komplett abgezogen ist und in Ordnung. Das, was jetzt sonst noch da ist, das ist Wasser. Da mache ich aber auch jetzt nichts dran, sondern ich lasse es einfach trocknen. Ja, die Frage. Geht das mit großen Motiven schwieriger als mit kleinen? Nein, glaube ich nicht. Aber grundsätzlich würde ich dazu sagen, auch wenn jetzt alle sagen, ach, das kenne ich von früher oder etc., dass man da ein bisschen, sage ich jetzt mal, ja, Erfahrung ist jetzt blöd gesagt dazu, aber fangen Sie mit dem Kleinen an. Wenn Sie es noch nie gemacht haben, fangen Sie mit dem Kleinen an und dann kriegen Sie ganz schnell raus, wann Sie da schieben müssen oder wann Sie schieben können, sage ich jetzt mal so. Und wenn Sie, weil ich will es jetzt eigentlich ungern probieren, Ihnen zu zeigen, wie es nicht geht. Moment. Weil meistens funktioniert es dann auch. Jetzt nehmen wir mal hier einen Rand, nehmen wir mal diesen Fisch hier. Das ist, also wenn Sie jetzt ganz anfangen, fangen Sie mit sowas an, was ganz Kleines. Haben Sie den kleinen Fisch. Das ist so, da brauchen wir auch nur einmal drauf sprühen. Dann habe ich jetzt hier diese Rundung. Ich hoffe, jetzt nochmal von oben. Bitte, ja genau, da, nee, da. So, jetzt, das geht ja jetzt. Hält es eigentlich nicht richtig, das heißt, jetzt gehe ich nochmal richtig mit Wasser drauf. Jetzt sieht man auch, jetzt hat sich dieses Wasser, mit dem Wasser hat sich dieses Papier richtig angelegt um diese Rundung. Und jetzt warte ich etwas, also ich ziehe es jetzt noch nicht ab, ich warte jetzt noch ein bisschen. Man sieht ja, dass das Wasser jetzt richtig eingesogen ist und schon fast hier, jetzt, gucken Sie, fast trocken ist. Jetzt warte ich ein bisschen. Und jetzt tue ich noch mal ein bisschen Wasser drauf. Und jetzt würde ich das normalerweise so abziehen, so abschieben, wie ich das eben gemacht habe. Aber ganz viele machen das auch so, dass sie jetzt so etwas nehmen und das hier, das funktioniert. Aber manchmal funktioniert das nicht, da bleibt das dann da dran hängen. Okay? Und deswegen ist es immer einfach, es wegzuziehen. Aber hier hat es jetzt funktioniert. Dass es auch super abgeht bei Kleinen. Das müssen Sie so ein bisschen selber, was für Sie leichter ist, ein bisschen selber zu Hause probieren. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich es immer wegschiebe und nie abziehe. So, dann machen wir jetzt nochmal ein Dinge hier drauf. Gell? Und dann müssten wir irgendwo mal was ganz Großes machen, damit man das ein bisschen besser sehen kann. Welchen Vogel habe ich denn auf dieser einen Flasche? Habe ich den Vogel, der nach links guckt oder guckt der nach rechts? Nee. Achso, habe ich auf beide. Das ist der ganz große. Und auf der anderen Flasche?
Dann habe ich, dass ich einen anderen Vogel habe. Ist der, ach, das ist ein ganz kleiner. Dann ist, ach, das passt gar nicht. Okay, das ist dann, ich wollte jetzt was Großes machen, der passt überhaupt nicht. Den habe ich, der nach rechts guckt. Oh, das ist aber ja dann auch wieder klein. Ich will was Größeres. Soll ich den halben, soll ich das hier drüber machen und obwohl das nicht ganz passt? Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, bin jetzt nicht sicher, ob das funktioniert, aber wir probieren es ganz einfach. Vielleicht passiert Ihnen das ja auch mal, dass Sie irgendetwas Großes drauf tun wollen. So, wenn ich das jetzt so mache, dann... Ja, ich bin ja gerade am Überlegen, ob ich jetzt hier unten das wegschneide oder ob ich das hier oben... Nee, ich probiere das mal echt, ob ich das um die Rundung kriege. Dürfte ich nicht hinkriegen, gell? Ich glaube, das dürfte nicht gehen, nein. Aber ich kann es ja trotzdem, ich probiere es. Komm, wir probieren es einfach mal. Wir probieren es zusammen. So, jetzt habe ich ein bisschen Wasser hier drauf. Jetzt ist das natürlich Keramik, das saugt überhaupt nicht. Da muss man jetzt mal ein bisschen schauen. Jetzt tue ich das hier drauf. So, hier kann es ja jetzt nicht drauf gehen, hier, weil das geht ja nicht um die Rundung drüber. Jetzt habe ich es hier drauf und jetzt mache ich jetzt mal richtig üppigst Wasser hier drauf. Sam, du kannst mir gleich mal die Teile holen, die du vorbereitet hast. Du hast auf Glasteller, damit ich zeigen kann, wie das auf Glas geht, wenn es ganz trocken ist. Ich hoffe, dass du das vorbereitet hast. Eine Frage. Ja. Funktioniert das auch auf aufgetupfter Farbe? Ja, natürlich. Da ist es natürlich ganz einfach. Das ist ja so, wie ich das jetzt hier auch gemacht habe mit dem Glas. Wo es mir jetzt gerade darum geht, da ich das ja jetzt wegschieben will, und ich das hier um die Ecke, ich kann ja schlecht hier was wegschieben, wo ich hier eine Falte drin habe. Das kriege ich ja nicht geschoben. Deswegen muss ich jetzt hier so ein Zwischending machen. Das heißt, ich muss versuchen, das hier zu halten und gleichzeitig wegzuschieben, was, glaube ich, etwas schwer werden wird. Aber man kann es ja mal probieren. Dann sind wir beide schlauer, ob es geht. Theoretisch dürfte es nicht gehen, aber das heißt ja nicht, dass es vielleicht doch geht. Das geht. Ich falle um. Es geht. So, jetzt versuche ich es. So. Hier. Um die Rundung. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es geht. Wissen wir es beide, dass es geht. Oder alle. Gell? Also super. Ich packe es jetzt nicht an, weil es ist richtig patschenass. Es ist ja jetzt perfekt hier drauf. Ich lasse es jetzt direkt an die Seite trocken. Guck mal, Sam. Was? Ist das der Hammer? Ja. Magie. Magie. Hammer. Der Chat ist begeistert. Ja. Hammer. Es ist doch... Einer auf diese Dinger von... Ja, wir sind schlimm, gell? Da freut man sich wie ein kleines Kind, gell? So, okay, jetzt wissen wir das auch, dass das geht. So, und bei Glas hatten wir ja ein Problem, und zwar, weil da konnte ich wegschieben, wie ich wollte, und da blieben immer ein Teil blieb drauf und ein Teil blieb nicht drauf. Und dann hat sich dieses ganze Motiv verzogen. Und dann haben wir... Du konntest aber auch nicht rausfinden, woran das liegt, weil auf, sage ich jetzt mal, Keramik, das ist ja auch hier glasiertes Keramik, überhaupt kein Problem. Auf diesem glasierten Metall, alles kein Problem, hat man ganz schnell weggekriegt. Auf Glas hat es mal funktioniert, mal nicht funktioniert. Keine Ahnung, woran es lag. Und dann haben wir halt überlegt, wie machen wir das, dass es funktioniert. Und dann meinte der Sam, komm, wir lassen es einfach mal komplett trocknen. Vielleicht geht es dann. Das heißt, wir haben es genauso angesprüht, hier drauf getan.
nur dann trocknen lassen. So, und wenn Sie es dann getrocknet haben... Trocknen lassen heißt 4-5 Stunden auf die Heizung. Ja, richtig trocknen lassen. Nicht so huschi-huschi, sondern richtig trocknen lassen. Dann richtig Wasser drauf, wie jetzt hier, richtig Wasser drauf. Und dann sollte man auch das ein bisschen einwirken lassen. So. Und dann kann man das, wie ich das jetzt hier auch mache, dann kann man das so abziehen. Also nicht wegschieben, sondern einfach abziehen. Und dann hat man das, jetzt muss ich gerade mal das restliche Wasser da weg. Machen wir so. Und jetzt hat man das dann, wie kriege ich das denn jetzt gezeigt? Von vorne, genau. Ich will es jetzt einfach mal zeigen, aber eigentlich mit was Weißem. Sekunde. Jetzt haben wir was Weißes. Und zwar, da haben wir das Gold, dass das egal, ob so rum oder so rum, dass es überall ist das Gold und der Druck zu sehen. Gell? Kann man das, warum ist das hier so? Ja, kann man das sehen? Ich fand es jetzt so dunkel. Das heißt also, egal, ob Sie es irgendwo auftragen oder dahinter auftragen, ist das jetzt so zu sehen. So, und jetzt kann man das natürlich auch, das ist eigentlich sehr schön so. Jetzt bin ich raus aus dem Licht. Hier, ja. Ich finde es einfach total schön so. Jetzt kann man das so lassen, man kann aber natürlich auch jetzt von hier hinten, wie ich das bei dem Maritim gemacht habe, anmalen. Gell? Aber es ist auch mal schön, so ein transparentes Motiv zu haben, meiner Meinung nach. Aber auch das jetzt einfach trocknen lassen. Gell? Ich tue es jetzt, hier unten ist das Glas, ich lege es jetzt so rum, dass das jetzt hier die Oberfläche auch trocknet. So, und bei diesen Tellern ist das natürlich das Identische, das machen wir jetzt aber auch nochmal. Das heißt, da ist das genauso aufgebracht, wie wir sonst das andere auch aufgebracht haben. Üppigst Wasser drauf sprühen, bisschen warten, genau, bisschen warten, bisschen einwirken lassen und dann halt vorsichtig abziehen. Gibt es die tolle Keramikvasen im Shop? Die hatten wir mal, aber ich glaube, die haben wir nicht mehr. Wir kriegen ganz neue, tolle. Gell? Ja, die wir bestellt haben. Die sind Glas und das ist so weiß-mattes Glas, perfekt für unsere nächsten, sage ich jetzt, Watertransfers. Ich glaube, die kommen noch nicht so schnell. Hier mache ich mir alles schon nass. Also das müssen Sie auf jeden Fall verhindern, dass bei Ihnen Wasser hier zwischenläuft, wenn Sie zu üppig sind, so wie ich, direkt trocken machen, gell? Weil sonst sind sie hin, wenn die unter Wasser kommen. Ach, das ist aber auch toll. Das könnte man eigentlich auch so lassen. Oder das ist das Schiff. Warum ist das bei mir hier so dunkel? Ja, das verstehe ich ja auch nicht von der Seite. Ja, es ist. Die Kamera kommt heute von der anderen Seite. Deswegen ist das. Es ist ja, versucht die Kamera mal zu Ende. Es ist so dunkel. Ich habe das, sieht so schön, meine Aura. Ja, guck mal, wie toll das jetzt aussieht. Ja, gell? Dass es nicht so dunkel aussieht, dass man das Messer sieht. Ja. Also da kann man wirklich auch mal so einen Teller, jetzt zum Beispiel nur einen Goldrand außenrum machen und mal so transparent lassen. Ich finde das auch unheimlich schön. Also man muss nicht alles jetzt mit Farbe machen, wie mein Bläser da im Hintergrund. Gell? Aber dieses Weiße, jedem selbst überlassen. Eine Frage? Ja. Welche Motive wird es bei den nächsten Transfers geben? Grün, lila. Ja, es werden grüne Blumenmotive geben, mit Rahmen und Schriften. Es werden, was war bei dem Violett dabei? Es ist schon so lange her, dass ich das designt habe. Ja, aber da war noch was dabei. Uhren? Waren da Uhren dabei? Nein, Uhren hatte ich jetzt, nein. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall und dann Häuser. Genau, das dritte ist der Oberknaller, da gibt es ein passendes Papierset, und zwar sind das Oldtimer, Heißluftballone, traumhafte Heißluftballone und so ganz tolle Häuser, da gibt es das passende Papierset zu. Aber das werden Sie rechtzeitig im Mai sehen. So, da. Okay, möchte noch jemand etwas mit den Watertransfers sehen?
Oder ist jetzt jedem klar, wie es funktioniert? Weil jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt kann ich noch was zeigen. Wie, 30 Sekunden? Ja. Ist das ernst? Haben wir schon 9 Uhr? Ja. Uiui, Entschuldigung. Und das ist die Liste? Das ist die Liste. Ah, ich dachte, warum habe ich hier so ein weißes Papier? Da sieht man mal, wie ich kriege gar nichts mit. So, also dann 30 Sekunden gibt es erstmal die Gewinner. Gewinner Hasen. Herzlichen Glückwunsch, Frau Alexandra Krumm. Zweitens Frau Lara Tabea Tierbach, ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Und Frau Erika Neumann, herzlichen Glückwunsch. Und Frau Irene Kliever. An alle geht jeweils ein wunderbarer Hase. Und um die mal zu zeigen, die sind nicht klein, die sind richtig schön groß und ganz, ganz süß gemacht. Mit ihren dicken Füßen, also wirklich ganz, ganz toll gemacht hier. So, richtig, richtig schön. Da werden Sie viel Spaß mit haben in Ihrer Dekoration, schön in Natur. Okay, dann sind wir ja schon durch, oder? Wir sind durch. Dann hoffe ich, dass Sie einschalten am 1. Oh Gott, am 1. um 21 Uhr. Dann werden Sie alles sehen und dann noch am 2. morgens um 9 und abends nochmal um 20 Uhr. Der Newsletter geht raus, dass Sie den morgen haben. Dann haben Sie alle Preise. Morgen könnten auch schon die Preise reduziert sein. Meiner Meinung nach 2 Tage vorher müsste es eigentlich sein, dass Sie morgen alle also richtig bei HSE dargestellt sind. Und wenn es so ist, werde ich Sie natürlich, wenn die alle freigeschaltet sind, werde ich den im Newsletter natürlich verlinken, dass Sie das direkt haben. Und sonst freue ich mich, wenn Sie dabei sind. Und wann der nächste Livestream ist, weiß ich noch nicht, werden Sie aber rechtzeitig von uns erfahren. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch ein... Von mir und Hase und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.